Ja, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich wieder bei der Apokalypse des Johannes. Wir sind mittlerweile beim 8. Vortrag angelangt und wir sind jetzt mitten in einem sehr zentralen Thema, nämlich die 4. Kulturepoche, die wir besprechen. Also wir sagten, es gibt relativ am Anfang der Apokalypse 7 Sendschreiben an 7 Gemeinden in Asien und diese 7 Gemeinden repräsentieren in bestimmter Weise bestimmte Kulturepochen der Menschheit. Und die 4. Kulturepoche, in der wir jetzt drinnen sind, ist also die griechisch-lateinische Zeit, die laut Rudolf Steiner aber bis zum Ende des Mittelalters in Wahrheit reicht, also die Antike und das Mittelalter umfasst, weil das doch eine gewisse Einheit bringt, also vor allem durch die lateinische Sprache, die dann im Mittelalter im geistlichen Bereich und so sehr verbreitet war und die Gelehrtensprache war. Also vom Denken her bildet es eine gewisse Einheit. Man kann sowas natürlich nach verschiedenen Gesichtspunkten gliedern, aber diese Kulturepochen dauern etwa 2160 Jahre. Das ist ein Zwölftel des ganzen Tierkreises, weil der Frühlingspunkt nämlich in 12 mal 2160 Jahren, also insgesamt 25.920 Jahre, einmal rückläufig durch den Tierkreis wandelt. Und da ergeben sich halt immer wieder neue Aspekte im Zusammenhang auch mit der kosmischen Welt, weil wir in Wahrheit ja in einer sehr starken Verbindung auch mit den kosmischen Rhythmen stehen, was im Übrigen auch die heutige Wissenschaft bereits entdeckt. Es gibt ein Riesenfachgebiet, die Chronobiologie, die sich mit Rhythmen beschäftigt, also kosmischen Rhythmen letztlich, natürlich insbesondere mit dem deutlichsten Rhythmus, der Tag- und Nachtrhythmus, den wir haben, aber eben auch der Monatsrhythmus und diese Dinge, die Jahreszeitenrhythmen, die eine Rolle spielen. Aber darüber hinaus gibt es noch sehr, sehr viel mehr Rhythmen, die in Wahrheit eine große Rolle auf der Erde spielen und vor allem für das Leben auf der Erde spielen. Also gerade die Lebenstätigkeit hat sehr viel auch mit diesen Rhythmen zu tun. Das Ätherische hat was mit der Zeit zu tun, mit einem Art Zeitorganismus, und das ist ein rhythmisch gestalteter Organismus. Das heißt, wo sehr kurze, schnelle Rhythmen mit langen Rhythmen in einer gewissen Weise zusammenwirken, und die sind für das Leben verantwortlich. Aber das ist jetzt nur so eine Randbemerkung zu unserem eigentlichen Thema. Unser eigentliches Thema ist also die Apokalypse des Johannes, oder wie es eigentlich am Anfang dieses Textes heißt, Apokalypsis Jesu Christu, also die Apokalypse Jesu Christi. Und Apokalypse heißt so viel wie Enthüllung. Und Enthüllung heißt Wesensenthüllung, genauer gesagt. Das heißt, das ganze Buch dieser Apokalypse geht darum, das Wesen des Christus zu enthüllen. Das ist das zentrale Thema. Und der nächste Punkt ist aber, und der betrifft uns jetzt ganz speziell, dass es dabei zugleich um die Enthüllung des menschlichen Ichs geht. Weil das menschliche Ich wesensgleicher Art ist wie das Ich des Christus. Wesensgleicher Art, sagt die Apokalypse selber. Ich habe den Ausspruch schon ein paar Mal vorgelesen, und den muss man eigentlich geradezu meditieren, um zu sehen, welche Bedeutung das menschliche Ich hat, ohne dass man jetzt gleich größenwahnsinnig wird dabei, weil man muss als Nachsatz dazu sagen, dass wir halt noch lange nicht dieses ganze Potenzial, das in dem Ich drinnen steckt, nützen können, bewusst handhaben können, sondern erst so
ein Millimeter davon, also ganz, ganz wenig. Aber trotzdem ist das ganze Potenzial veranlagt darin. Und der Christus sagt das sehr, sehr deutlich über das menschliche Ich, nämlich er sagt, die gleiche Vollmacht des Ich soll ihm eigen sein, nämlich dem Menschen, die ich von meinem Vater empfangen habe. Die gleiche Vollmacht des Ich soll ihm eigen sein, die ich von meinem Vater empfangen habe. Ein jeder. Jeder einzelne Mensch. Jeder einzelne Mensch. Und man muss dazu sagen, dass diese gleiche Vollmacht des Ich, die eben auch der Christus hat, dass die in gewissem Sinne höher ist als die der Engelwesenheiten und Götterwesenheiten, die sonst über uns stehen. Ausgenommen der Christus, der Vater Gott und der Heilige Geist, also die Trinität oben. Weil nämlich nur dort die schöpferische Freiheit herrscht, die die ganzen Engelhierarchien darunter nicht haben. Und wie ist es mit den Buddhisten? Ja, egal, ob man jetzt die Buddhisten oder so nimmt, ich meine, bei den Buddhisten ist ja sehr interessant, die Buddhisten lehnen ja eigentlich also den Begriff des Ich komplett ab. Da geht es immer darum, also die zentrale These ist Auslöschung des Ich, das Ich soll im Nirvana verwehen, zum Schluss. Dann ist die Erlösung da, dann ist die Erlösung nämlich vor allem aus dem Kreislauf der Wiedergeburten da. Und die eben, wie es relativ typisch ist für die meisten östlichen Religionen oder östlichen Anschauungen, wo das Erdenleben eigentlich als leidvoll, als schmerzvoll empfunden wird und als eine Verdunklung des Geistigen, das eigentlich im Menschen lebt. Und sie meinen, man kann also in das Geistige nur aufsteigen, wenn man das Ich auslöscht. Aus meiner Sicht heraus liegt aber eine gewisse Verwechslung vor zwischen dem Ego und dem eigentlichen Ich. Und ich werde gleich erzählen, warum. Also das Ego ist sozusagen unser kleines irdisches Ich, wo wir uns halt als körperlich begrenzte Person erleben, die da und dort geboren wurde, die und die Bildung durchgemacht hat, die und die Erlebnisse in seinem Leben hatte und die jedenfalls begrenzt ist auf dieses eine Erdenleben. Jetzt wissen wir aber aus der Anthroposophie, und das hat es wieder gemeinsam mit dem Buddhismus, dass das menschliche Ich, die eigentliche Individualität, etwas Höheres ist als diese einzelne, sozusagen egoistische Persönlichkeit, die sich natürlich läutern kann, aber die trotzdem einmal beschränkt ist auf eine Inkarnation. Weil in Wahrheit geht die, das ist kein Schriftstift zum Schreiben, dort liegt einer vom Florian. Ja, bitte. Die eigentliche Individualität des Menschen geht durch viele Inkarnationen durch. Wir werden sowieso im Laufe der Vorträge ausloten, noch sehr genau auslegen, warum das auch viel plausibler ist, als nur eine Inkarnation anzunehmen. Weil wenn wir einigermaßen ehrlich sind, um das jetzt nur kurz anzureißen, wie viel kriegen wir in einem Erdenleben weiter, um diesem Anspruch zu genügen, der da drinnen steht, die gleiche Vollmacht des Ich soll ihm eigen sein, die ich von meinem Vater empfangen habe. Also das heißt, wo wir die gleiche Vollmacht des Ich erlangen wie der Christus. Ich wüsste jetzt im Grund kaum wem aufzuzählen, im Grund gar niemand, der diese gleiche Vollmacht bereits erlangt hätte. Und sie in einer einzigen Inkarnation zu erlangen, ist zumindest sehr, sehr schwierig. Also in Wahrheit sieht es eben so aus, dass der Weg durch viele, viele Erdinkarnationen führt, auch unter ganz anderen körperlichen Bedingungen dann, unter anderen Bedingungen der Natur draußen. Weil wir müssen ja lernen, im Grunde in verschiedensten Bedingungen diese Ich-Kraft zu erhalten. Da geht's nicht nur. Steiner war aber sicher eine Ausnahme. Er war sicher eine Ausnahme. Er war sicher eine Ausnahme. Aber selbst die höchsten Eingeweihten sind noch lange nicht am Ende. Also sie sind natürlich weit, weit voraus, aber noch nicht am Ende. Weil
was heißt es, die gleiche Vollmacht des Ich zu erhalten? Wenn wir es voll haben, dann ist jeder einzelne Mensch dazu fähig, einen ganzen Kosmos, so wie wir ihn jetzt kennen, zumindest in dem Umfang, wie wir ihn jetzt kennen, als eine komplette kosmische Welt zu erschaffen. Das Neue ist nur, dass sie dann so passieren wird, einmal, wenn wir dieses Ziel erreichen sollten, dass es nicht einer alleine schafft, sondern eine große Gemeinschaft von Menschen. Und jeder etwas dazu beiträgt, was aber zur Folge hat, dass der Kosmos um etliches reicher ist als der, den wir jetzt haben, den die Gottheit hervorgebracht hat. Also der Weg geht zu einer neuen Art von Schöpfung überhaupt. Modern könnte man sagen, zu einer Art dezentralen Schöpfung. Da gibt es kein Zentrum, das sagt, so wird die Schöpfung werden, sondern sie entsteht aus dem Zusammenwirken freier, schöpferischer, geistiger Wesenheiten. Ist ja bei jedem Projekt, bei jedem menschlichen Projekt auch so. Natürlich. Am Anfang nicht weiß, im Detail, ja, wie es Ganz ausschaut. genau, ganz genau, ganz genau. Aber das ist eigentlich eine ganz neue Entwicklung, die damit angestoßen ist. Für uns ist das irgendwie schon ein bisschen griffig, weil wir es ja schon seit längerer Zeit üben. Im Kleinen halt, im ganz winzig Kleinen. Aber am Ende ist es dann, wenn wir es in der großen kosmischen Dimension schaffen. Wir werden sehen, dass dazu natürlich ein weiter Weg notwendig ist, der weit auch über die Entwicklung unserer Erde hinaus reicht. Also dazu reicht die Entwicklung auch unserer Erde nicht aus. Die Erde ist ein spezieller Wohnplatz, wo es jetzt vor allem darum geht, dass wir uns dieses Ichs bewusst werden und der Dimension, die eigentlich darin steckt, bewusst werden. Vorerst haben wir mal das Ego-Bewusstsein, das heißt, ich bin was anderes als das alles da draußen. Das ist der erste Anfang. Das ist noch also, sich zu spüren jetzt in der Abgrenzung von allem dem, was uns umgibt. Aber der Weg führt dorthin, zu begreifen, dass jedes einzelne Ich ein schöpferischer Mittelpunkt der Welt ist. Das heißt, jeder umspannt mit seinem Ich in Wahrheit die Unendlichkeit und bildet in dieser Unendlichkeit ein ganz individuelles Zentrum. Ich habe das letzte Mal erläutert, vergleichsweise mit einem Bild. Nehmt einen unendlich großen Kreis an. Wo ist der Mittelpunkt dieses Kreises? Er kann überall sein. Jeder Punkt im Endlichen ist Mittelpunkt des unendlichen Kreises, weil von jedem Punkt, wie weit ich auch hinausgehe, wie viele Lichtjahre von mir aus ich hinausgehe, zur Unendlichkeit ist es immer wie weit? Unendlich weit. Immer gleich weit. Immer gleich weit daher. Egal von welchem Punkt aus. Ja, genau. Das ist, wenn die Unendlichkeit ins Spiel kommt, wird es also immer ein bisschen paradox. Also, genauso wie man sagen könnte, der unendlich große Kreis ist eine Gerade. Du brauchst nur einen Kreis immer größer denken, zum Schluss wird er gerade. Das heißt, das Krumme und das Gerade ist im Unendlichen das Gleiche. Das kann man in mathematischen Formeln sicher darstellen. Mathematisch kann man das wunderbar darstellen. Also daher ist Mathematik ja eigentlich ein sehr guter Einstieg in ein, wie soll ich sagen, übersinnliches Denken zumindest. Weil vorstellen kann ich mir den unendlichen Kreis in Wahrheit nimmer. Ich kann ihn denken, aber ein Vorstellungsbild, das habe ich nicht. Jeden, den ich mir vorstellen kann, ist endlich. Egal wie groß er ist. Aber dass man ihn denken kann, ist schon ein Wunder. Ist schon ein Wunder, genau. Und das zeigt ja auch, dass in unserem Denken die Möglichkeit ist oder die Anlage ist, über das bloß sinnlich Begrenzte hinauszugehen. Ich meine, wir üben uns heute sehr viel im begrenzten Denken, halt fürs Alltagsleben und sonst wo, oft auch in den Wissenschaften, abgesehen dort, wo es mathematisch wird, da kann man tatsächlich präzise über das Sinnliche hinausdenken. Das ist zum Beispiel sehr stark in der Physik oder so der Fall, daher ist in Wahrheit die Physik bis zu einem gewissen Grad in ihrem Denken über den klassischen Materialismus weit hinaus. Die Physik ist heute im Grunde eine, sagen wir mal, spekulative Geisteswissenschaft, hauptsächlich.
Weil das meiste, was sie tun, ist Gedankengebäude, mathematisch formulierte Gedankengebäude zu entwerfen, von denen man dann natürlich schaut, irgendwie, ob das mit den Messungen oder so übereinstimmt. Aber das eigentliche Bild ist nur mehr mathematisch beschreibbar. Das, was man heute als Atom oder als Elementarteilchen bezeichnet, kann man sich nicht richtig vorstellen als einen materiellen Gegenstand. Keines dieser sogenannten Teilchen, wir haben heute kein gescheites Wort dafür, kann man sich als ein kleines Kugel oder irgend sowas vorstellen. Das passt nicht. Ich meine, Atome, selbst ganze Atome, sogar Atomkomplexe, können gleichzeitig ein und dasselbe an zwei Orten sein. Wie geht das? Das kann man aber experimentell sogar nachweisen. Man kann es nicht nur theoretisch berechnen, man kann es nachweisen. Begrifflich würde ich es als kleines Wunder bezeichnen. Ja, es sind eigentlich große Wunder sogar auch, ja. Und da sind wir nur im untersten Weltbereich, weil wir sind damit eigentlich ja gar nicht in der übersinnlichen, sondern eher in der untersinnlichen Welt. Also die untersinnliche Welt, die halt das erzeugt, was uns stofflich erscheint. Sagen wir es einmal so. Schon die Inder haben gesagt, die stoffliche Welt, die materielle Welt ist eigentlich Schein, ist Maya. Die Physik sagt im Grunde genau dasselbe. Also es sind Vorstellungen im Grunde, die wir uns bilden von der Welt, dass alles so gegenständlich ist, wie wir es heute erleben. Aber die Wirklichkeit ist nicht so. Also diese gegenständliche Vorstellung dient im Grunde nur dazu, dass wir uns als abgetrenntes Wesen empfinden und dadurch als selbstständig empfinden, als Eigenwesen empfinden, das von den anderen getrennt ist. Weil, wenn man in die Seelenwelt hineingeht, also zum Beispiel nach dem Tod oder in der Meditation vielleicht im geistigen Erleben hineingeht, ja, Geistwesen sind nicht voneinander getrennt. Die sind alle ineinander. Und selbst das Wort ist nicht ganz zutreffend, weil man es sich überhaupt nicht räumlich vorstellen kann. Aber sie sind nicht getrennt voneinander. Und trotzdem kann sich jeder als ein Ich empfinden, wenn er die entsprechende Kraft entwickelt hat. Das ist für uns jetzt die Erdenaufgabe, diese Kraft zu entwickeln. Zuerst einmal, indem wir uns von einer gegenständlichen Außenwelt unterscheiden lernen und daran eine Kraft erwerben, uns auch, zum Beispiel in der Seelenwelt, von den anderen Seelen, mit denen wir aber total zusammen sind, zu unterscheiden. Weil ihr müsst euch vorstellen, es wäre so, wie wenn ihr nicht in eurem Kopf nur eure Gedanken habt, sondern die Gedanken der ganzen Menschheit. Und darüber hinaus der Engelwesenheiten und was es sonst noch gibt. Aber wenn man sich verbindet, ist es ja auch möglich, wenn man sie anspricht. Dann ist es möglich, natürlich. Wenn ich sie anspreche, dann kann ich mich verbinden. Dann kann man sich verbinden. Dann kann man sich verbinden. Das Wichtige ist dabei, dass man sich trotzdem nicht verliert, sondern dass es ein gewisser Rhythmus ist, auch sich wieder zu finden. Und das war oft also bei den alten Einweihungen oder bei den alten geistigen Wegen die Gefahr, beziehungsweise damals war es sogar noch erwünscht, weil das Ich halt noch sehr schwach war, einfach aufzugehen in der geistigen Welt, in der seelischen Welt und sozusagen sich zu verlieren in den Engelwesenheiten, in den Götterwesenheiten. Und die eigene Individualität eben auszuschalten. Das wurde ja sogar namentlich also in der ägyptischen Kultur oder so ganz bewusst so gemacht, dass das Ich, das kleine Ich, eigentlich ist das Ego gemeint, beim Einweihungsweg ausgeschaltet wurde. Weil das einfach noch viel zu sehr an der äußeren Welt hängt, die man jetzt gerade erst begonnen hat zu erforschen und zu ertappen irgendwo. Und die hätte also nur im Grunde sinnliche Begierden, wo ja auch die Widersacher drinnen walten, hineingetragen in das geistige Erleben und hätten das verfälscht. Die Gefahr ist im Grunde riesengroß bei allen geistigen Wegen, wo das Ich nicht voll bewusst, voll wach in jedem Moment dabei ist. Wo das ein bisschen ins Traumartige, ins Visionäre, ins vielleicht sogar Mediumistische hineingeht. Ein Medium hat das Bewusstsein ganz ausgeschaltet, das kann vielleicht sprechen,
Und Ich nachher weiß nicht, was gesprochen und wird. weiß es nicht, was es gesprochen hat. Oder Schreibmedien gibt es, er schreibt automatisch und kriegt selber nichts davon mit, was er schreibt. Ja. Und die alten Einweihungen gehen aber in diese Richtung. Und da war ihm das Ich noch nicht stark genug, in diesem geistigen Erleben auch wach zu bleiben. Und daher hat man es gleich überhaupt ausgeschaltet, damit es ja nicht was Falsches, was bloß Egoistisches, was bloß aus der sinnlichen Begierde vielleicht entstammt, hineinträgt. Aber mit dem Erdenleben des Christus hat sich das geändert. Im Grunde durch das Erdenleben des Christus, der durch das Mysterium von Golgatha gegangen ist, ist dieser Satz erst voll gültig in seinem kleinsten Anfang. Die gleiche Vollmacht des Ich soll ihm eigen sein, die ich von meinem Vater empfangen habe. Bis dahin war der Mensch auch mit seinem Ich, das er bekommen hat, im Grunde vergleichbar mit den Engelwesenheiten, die über ihm sind, nur mit dem Unterschied, dass er halt schon in die Verkörperung hineingegangen ist, aber insofern ähnlich, als der geistige Impuls eben durch die ganze Kette der Hierarchien zu ihm heruntergeströmt ist und ihm die geistige Weisheit gegeben hat. Aber in unfreier Art. Das heißt, es strömt etwas herein, das nehme ich unverfälscht, unberührt von meiner eigenen Individualität auf und erfülle sozusagen den Befehl oder die Vorgabe, die die Gottheit gegeben hat. Die wird eben einfach von der Quelle, also von der Trinität aus, Stufe für Stufe durch die neuen Engelhierarchien zunächst einmal bis zum Menschen heruntergegeben. Das gilt für die vorchristliche Zeit. Aber jetzt mit dem Erdenleben des Christus dreht sich das komplett um. Es dreht sich komplett um. Die Quelle, aus dem jetzt das Geistige und nicht nur für uns, sondern letztlich für die ganze Welt, also auch für die Hierarchien strömt, sind letztlich jetzt die Menschen. Von hier strömt etwas aus. Aber beides, man kriegt doch auch... Man kriegt beides, ja, ja. Und ja. man kann es vermischen und man gibt auch den Engeln Na, oder den Hierarchien. Ja, ganz das richtig. Wissen etwas weiter. Ne? Ja, ganz richtig. Und erstens einmal können wir den Engelwesenheiten etwas lehren auch, was sie nicht kennen, was ja, haben wir auch schon in den letzten Vorträgen besprochen, was als erster auch der Christus kennengelernt hat, nämlich hinunterzusteigen in dieses dunkle unterirdische Reich, in dieses finstere Reich des Todes, was die Griechen halt dann die Unterwelt genannt haben, oder auch schon die Ägypter die Unterwelt genannt haben. Wir haben davon auch gesprochen, dass es im Grunde so zwei Stufen des Lebens nach dem Tod gibt. Da gibt es eine untere Welt, die eben namentlich gegen die 4. Kulturepoche, in der wir jetzt sind, immer stärker geworden ist. Diese untere Welt, in der auch die Widersacher wirken, die ist nämlich den Hierarchien, die über uns stehen, nicht zugänglich. Man kann sagen, die Gottheit selbst hat mit dieser Unterwelt, in der die Widersacher herrschen, einen Ort geschaffen, auf dem sie nämlich selbst keinen Zugriff hat. Nicht einmal die höchste Gottheit. Und zwar, das haben wir auch das letzte Mal besprochen, damit der Mensch sein freies Ich entwickeln kann. Das heißt, der Mensch steht, wenn er auf der Erdoberfläche steht, an einer Grenzlinie, wo er sich entweder aus Freiheit dem oberen Geistigen zuwenden kann oder er kann sich auch abwenden, er kann sich auch lösen davon. Diese Freiheit sollte dem Menschen ermöglicht werden. Dass also nicht einfach wie die regelrecht fortgeschrittenen Engelwesen einfach die Inspiration von oben empfängt und sie wirkt durch ihn, unfrei in Wahrheit, sondern dass der Mensch entscheiden kann, ich will das jetzt hereinlassen oder ich will das nicht hereinlassen. Und vor allem aber beginnt jetzt aus dem eigenen Ich heraus selbst eine Quelle zu strahlen, die eben wesensgleich dieser Christuskraft ist oder wesensgleich dieser Kraft, die in der ganzen Trinität lebt. Das kommt jetzt dazu. Und dieses
schauen auch in dieses dunkle Reich, das halt dazugehört, damit wir diese Freiheit haben, das vor allem ist etwas, was wir den Engelwesenheiten lehren können. Was einerseits der Christus diesen Wesenheiten lehren kann, aber was vor allem der Mensch lehren kann, diesen Wesenheiten. Und dazu kommt, dass es auch in der Hand des Menschen eigentlich liegt, durch diese geistige Kraft, die er langsam aus seinem Ich entwickeln kann, den Hierarchien, die über ihm stehen und die ihm bis jetzt also ihre Kräfte einfach eingeströmt haben, nennen wir es einmal so, dass wir langsam etwas von diesen Aufgaben selbst übernehmen können. Und daran hängt das Schicksal aller dieser Hierarchien. Das ist ein sehr gewichtiges Wort. Weil an sich sind diese geistigen Hierarchien, die über uns stehen, von den Engeln, Erzengeln, Urengeln angefangen, dann über die höheren geistigen Wesenheiten, die haben nicht die Freiheit, die der Mensch hat. Sie haben daher auch nicht die Möglichkeit zu irren oder Fehler zu machen von sich aus. Dieses Privileg, ich sage jetzt bewusst dieses Privileg, haben nur die Engelwesenheiten bekommen, die von der Gottheit, oder Steiner würde sagen, abkommandiert wurden, als Widersacher zu wirken. Die sind nicht von selbst entstanden, sondern sie wurden für eine Aufgabe bestimmt, ein Reich zu entwickeln, das sich sozusagen unabhängig von der Gottheit entwickelt und ihr daher widerstehen kann. Aber diesen Impuls hätten sie nicht aus sich selbst fassen können, sondern es wurde ihnen diese Möglichkeit gegeben, mit all den Konsequenzen, die damit verbunden sind, nämlich sie sind dadurch abgeschnitten von der schöpferischen Quelle letztlich. Sie haben also eine große Ration mitbekommen, mit der sie arbeiten können, aber die eigentliche Quelle ist ihnen nicht zugänglich. Zurückgehen können sie auch nicht. Zurückgehen aus sich heraus können sie auch nicht. Und mit der Hilfe von Mit der Hilfe des Menschen. Nur mit der Hilfe des Menschen. Auch das sagte ich in den letzten Vorträgen schon. Nur letztlich durch den Menschen können die Widersacher erlöst werden. Nicht einmal durch den Christus alleine. Der Christus ohne uns könnte es nicht. Ohne unsere Wirkung, dass man sagt, oh, gut, jetzt sind die Menschen ausgefallen, die haben halt versagt, aber die Armen, die da jetzt verdammt wurden sozusagen oder ausgewählt für diese exklusive Aufgabe, sagen wir es vorsichtiger so, die kennen ja nichts dafür, dass die Menschen versagt haben, also wir retten sie wieder. Sie könnten es nicht. Das ist eine endgültige Entscheidung gewesen. Diese Wesenheiten, die halt die Rolle der Widersacher übernehmen, für die eine eigene Welt einzurichten, die dem Zugriff der Gottheit entzogen ist, komplett entzogen ist. Nur so kann die Freiheit des Menschen nämlich gewährleistet werden. Weil sonst würde die Gottheit immer wieder anfangen müssen, im Grund da unten zu korrigieren. Na, das stimmt nicht, das passt nicht. Im Geistigen ist es einfach so. Weil geistiges Tun ist immer ein moralisches Tun. Ein Tun, das das Gesamtwohl im Auge hat. Es kann nicht anders. Also eine wirkliche geistige Wesenheit kann nicht sagen, ja gut, aber das überlege ich mir jetzt, ob ich das tue. Ist die Welt es überhaupt wert, dass ich es für sie tue oder nicht? Sie muss es tun. Das ist jetzt ein ganz interessanter Aspekt über die Freiheit überhaupt. Freiheit ist das zu tun, was aus der Individualität beim Menschen oder aus der Schöpfungsquelle heraus notwendig ist. Notwendig ist, um das, was ich hervorbringe, zu einem wirklichen harmonischen Ganzen zu machen. Also die Gottheit kann nicht sagen, ich lasse jetzt, ist halt ein Fehler drin, interessiert mich nicht. Wenn sie Zugriff darauf hat, dann ändert sie es, entwickelt es weiter.
Man muss auch denken, dass damit von Haus aus auch veranlagt ist, dass selbst unsere Schöpfung, die wir jetzt draußen haben, nicht vollkommen ist. Weil sie nicht vollkommen unter dem Einfluss der Gottheit steht, sondern auch unter dem Einfluss der Widersacher. Das heißt, bitte, ja, unter Menschen natürlich dann auch, ja. Also, das ist eine gewaltige Dimension eigentlich, um die es da geht. Und eben zum Heile des Menschen. Oder um ihm eine besondere Entwicklungsmöglichkeit zu geben, die vorher noch niemand hatte. Nicht wahr? Auch Engelwesenheiten haben natürlich ein Ich, sonst wären sie keine geistigen Wesenheiten. Aber dieses Ich ist eben anders geartet. Wenn das Engel-Ich sich sozusagen in sein Inneres zurückzieht und auf sich besinnt, dann tritt Geisterfüllung ein. Das heißt, dann ist diese Engelwesenheit erfüllt von dem, was durch die ganzen Hierarchien über ihn herunterströmt. Das lebt dann auf in ihm. Das heißt, er findet eigentlich in seinem Innern nicht sich, sondern alles das, was drüber ist und was hineinströmt. Das heißt, es wird zum Brennpunkt dessen, was von der Trinität letztlich einströmt. Und bei unserem Ich ist es aber umgekehrt. Wir sind ein Brennpunkt, von dem es etwas ausstrahlt, was gleicher Art ist wie die höchste Gottheit. Sagen wir es einmal so. Eine Möglichkeit. Der Möglichkeit nach, natürlich der Möglichkeit. Wir strahlen vieles aus. Natürlich der Möglichkeit nach, wir strahlen auf viel Negatives heute aus. Aber die Grundessenz, die Allliebe oder die bedingungslose Liebe, die wir bekommen, auch von Gott, die können wir genauso ausstrahlen, die können wir, aber wenn wir es nur bereit sind und auch umwandeln natürlich. In diese Größe, die wir von Gott bekommen. Eigentlich. Natürlich, darum geht's. Darum geht's, also dass wir dadurch und nur dadurch auch fähig werden, die gleiche Liebe letztlich irgendwann einmal auszustrahlen, die auch die Gottheit ausstrahlt. Und die auch nährt und auch vieles eigentlich bewirkt, Positives, und ganz genau. Auch uns gesund macht. Ja. Ich würde sagen, das Negative von der Liebe, was man, wenn man das nicht kriegt, auch diese bedingungslose, also nicht mit Werten und so. Es ist absolut bedingungslose Liebe, richtig. Ja, also da geht es ja nicht um... Und diese Größe, dass wir die an uns wirklich auch entwickeln. Ja, darum geht es letztlich. Ja, so viel einmal jetzt zur Einleitung. Das ist ja nur die Einleitung. Also jedenfalls beginnt diese Vollmacht des Ich zu wirken mit der Inkarnation des Christus, der dann durch das Mysterium von Golgatha durchgeht. Mit dem Mysterium von Golgatha, also mit dem Tod auf Golgatha, eben absteigt in dieses dunkle Reich in gewisser Weise erhält, aber ohne dieses Reich jetzt zu verändern in Wahrheit, das auszulöschen oder so. Das ist eben genau nicht der Fall. Weil jetzt könnte man sagen, die Gottheit steigt jetzt hinunter, also der Christus steigt hinunter und verwandelt das, weil er sieht, da ist so und so viel nicht in Ordnung, das widerstrebt alles der Schöpfung eigentlich in Wahrheit, also ich müsste das verändern. Nein, er begibt sich dieser Allmacht. Er geht dezidiert eben mit dem Tod auf Golgatha von der Allmacht in die absolute Ohnmacht über. Und das heißt, sein Wirken hängt jetzt damit zusammen, ob wir diesen geistigen Willen entfalten und dadurch jetzt die Christuskraft zur Tat aufrufen. Bitte? War ich da drinnen. Also, das heißt, der ganze Weg führt jetzt durch das menschliche Ich. Das ist der große Umbruch drinnen. Und man muss also damit zwei Dinge sehen. Also erstens, dass damit natürlich dem Menschen eine riesige Verantwortung auferlegt ist, der sich langsam bewusst werden sollte, dass es also um wirklich große Dimensionen geht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass nicht die Garantie besteht, es wird alles gut.
weil es liegt an uns. Also es ist nicht so, dass wir hoffen dürfen, wenn wir halt alles falsch machen und alles schlecht machen, dann wird es schon irgendwer richten. Wir werden jede Hilfe, jede Kraft kriegen, die wir brauchen, weil die kommt durch das Ich herein. Wir können sie aufrufen durch das Ich. Aber tun müssen wir es. Der Christus macht es nicht für uns. Er hat sich gerade in diese Ohnmacht begeben. Das ist also das Erschütternde geradezu. Das mit diesem Mysterium von Golgatha verbunden ist, mit dieser Zeitenwende überhaupt. Da ist dieser Umschlag passiert. Diese völlige Wendung. Und wir haben dann das letzte Mal darüber gesprochen, dass es auf sehr komplizierte Weise vorbereitet werden musste, dass sich dieser Christus überhaupt auf Erden inkarnieren kann. Das ist nicht so einfach. Bitte stellt euch vor, die Kraft, die eigentlich den ganzen Kosmos geschaffen hat, weil der Christus ist der Tätige war in der Schöpfung in Wahrheit. Die Vatergottheit ist immer die im Hintergrund steht. Der Christus ist der eigentlich die Impulse gibt und namentlich bei unserer Erdschöpfung dann sogar durch die Gemeinschaft der Elohim, der 7 Elohim, wie es in der Bibel heißt. Und erst dort, wo sie zu sprechen beginnen, wir haben das auch schon ein paar Mal jetzt besprochen, dort fängt an, der Christus durch sie zu wirken. Und durch sie gestaltet er die Erdenwelt. Aber er hat natürlich auch schon in der Vergangenheit gewirkt. Also er ist der eigentlich die Schöpfung dann herausstellt. Die Inder haben das sehr, sehr gut bezeichnet, indem sie den Christus, der jetzt noch von der Sonnensphäre aus wirkt, eben aus dieser Gemeinschaft der Elohim, als den Vishwakarman bezeichnet haben. Im Wort Karman oder auch Vishwakarma, dann ist noch deutlicher, steckt das Wort Karma drinnen. Karma, sagen wir, hat was mit dem Schicksal zu tun, aber eigentlich heißt es tun, tätig sein, schöpferisch tätig sein. Karma heißt also im Grunde nichts anderes, dass wir halt auch die Folgen des Tuns tragen müssen. Weil Tun ist nicht einfach so äußerlich damit abgeschlossen, dass jetzt klopfe ich halt auf den Tisch und das war's, sondern jede dieser Taten, die wir vollbringen, sei es physische Taten, sei es geistige Taten, haben ihre Wirkung. Haben ihre Wirkung, die wir irgendwann einmal wieder abfangen müssen, vor allem wenn irgendwas schief geht dabei. Und die mit uns verbunden sind, die auch niemand anderer als wir auflösen können, gerade die Fehler, die wir gemacht haben. Auch weil, wenn es heißt, der Christus hat die Sünden der Welt auf sich genommen, heißt es eben gerade nicht, dass er uns jetzt unser Karma erspart und für uns die Sache wieder heil macht. Er gibt uns die Ich-Kraft, die wacht in unserem Ich auf und unser Ich muss dann aber den Willensimpuls fassen, es gut zu machen. Also es ist schon mehr als genug in Wahrheit, dass wir diese Kraft zur Verfügung bekommen haben, ansatzweise. Dass wir die Chance haben, sie zu entwickeln, nennen wir es einmal so. Aber tun müssen wir es selbst. Also die Inder nannten ihn also Vishwakarman, das hängt mit dem Tun zusammen und Vishwa heißt so viel wie alles, der Alltäter. Eigentlich heißt Vishwakarman der Alltäter und das war für die Inder tatsächlich also die Gottheit, die so Art der Weltenbaumeister war, die also wirklich die Schöpfung hervorbringt. Ja, damit sich also jetzt dieses Ich des Weltenbaumeisters, also das Christus-Ich auf Erden verkörpern kann, ist sehr viel Vorbereitung notwendig. Die Menschheit ist zunächst einmal vorangegangen, ist auf die Erde abgestiegen in die ersten Inkarnationen und es hat lange gedauert, bis ein solcher Körper hervorgebracht wurde, der unserem heutigen ähnlich ist. Das ist also ein sehr, sehr langer Entwicklungsprozess, der nötig war. Eine Entwicklung allerdings, die eben jetzt in Gegenwart der Widersacher stattgefunden hat, weil die wirken jetzt. Also der Ahriman namentlich oder die arimanischen Wesenheiten aus der Erdentiefe, wenn man es bildlich ausdrücken will, die luziferische, die in der erdnahen Sphäre
schwebt. Also die arbeiten dran und sorgen dafür auch natürlich, dass wir vom Weg oft abirren. Weil Freiheit zu lernen heißt auch immer wieder scheitern können. Und wir müssen uns bewusst sein, das ist unser Privileg. Irren zu können, scheitern zu können. Das ist das größte Privileg eigentlich, das wir haben. Also schimpfen wir nicht darüber. Wenn wir immer perfekt alles machen würden, dann wären wir in Wahrheit höhere Automaten. Es gibt ja bei den Therapeuten den schönen Satz, mach einen Fehler und feiere ein Fest. Ja, genau. Genau. Man muss halt auch aufpassen, dass es im Gleichgewicht ist und man nicht nur sagt, ja, Fehler, es ist gut. Ja. Aber durch diese Wirkung der Widersacherkräfte jedenfalls ist natürlich auch der Mensch, der auf Erden inkarniert ist, beeinträchtigt bis zu einem gewissen Grad. Und man muss dazu sagen, wie sind die Menschen entstanden, die jetzt da unten sind? Es ist diese Ur-Adam-Wesenheit auf die Erde herabgestiegen und hat sich in verschiedene Einzelwesen aufgeteilt, so könnte man das sagen. Also Adam ist eigentlich ursprünglich die Menschheit als Ganzes, die sich erst langsam beginnt aufzuteilen in einzelne Individuen, und das Großartige ist, dass aber jedes dieser Individuen jetzt diesen Ich-Funken bekommt. Aber es ist so nur wie ein Zündfunke, mehr ist es noch nicht. Ob die Flamme zu lodern beginnt oder vielleicht im Extremfall sogar zu verlöschen beginnt, das liegt schon wieder mal in unserer Hand. Also wir müssen dieses innere Feuer hüten und anfachen und größer machen. Das innere Feuer vom Uradam. Ja, genau. Jeder von uns, jetzt teilt sich dieser Uradam sozusagen und jeder kriegt aber so einen Funken mit. Und trotzdem sind die Menschen, die jetzt unten verkörpert sind, durch den Einfluss der Widersacher so beeinträchtigt, dass es nicht möglich gewesen wäre, dass sich der Christus in einem solchen Körper, der dann letztlich unten entstanden ist, inkarniert. Das ist die Problematik. Man musste also eine Körperlichkeit schaffen, die nämlich nicht beeinträchtigt ist durch die Fehler, sprich durch das Karma auch, dass die anderen Iche alle auf sich geladen haben, indem sie ja bereits seit der Urzeit der Erde durch viele, viele Inkarnationen durchgegangen sind. Dadurch ist eigentlich immer mehr auch an dunklen Kräften, einerseits andererseits an luziferischen Kräften, die zwar Licht sind, aber auch nicht in die richtige Richtung ziehen. Davon ist sehr viel hineingekommen. Und das hat, man könnte sagen, diese Körperlichkeit unten beeinträchtigt, vor allem aber auch beeinträchtigt die Lebenskräfte, die unten sind, die astralischen Kräfte, also die seelischen Kräfte, die drinnen sind, alles das ist beeinträchtigt. Aber der Schöpfungsplan, wenn man es jetzt so banal ausdrücken will, ist doch recht weise, indem mit der Zeit des Sündenfalls, also Sündenfall ist die Zeit, wo die Menschen beginnen, in die Inkarnationen auf die Erde herabzusteigen, mit all dem, was damit verbunden ist. Also während dieser Zeit des Sündenfalls wurde ein Teil dieser Adam-Wesenheit, man darf sich den ja jetzt nicht so bildlich wie einen äußeren Menschen vorstellen, also das im Grunde der Ur-Adam war eine Wesenheit, die, also zur Zeit des Sündenfalls zumindest die ganze Erdenmondensphäre umfasst hat. Ich habe das auch das letzte Mal geschildert. Also Erdenmondensphäre heißt, es ist erstens einmal die Zeit, wo Erde und Mond noch nicht voneinander getrennt war, sondern wo das ein gemeinsames Gebilde war, das so etwa den Umfang hatte wie bis heute zur Bahn, auf der der Mond um die Erde läuft. Also ein viel größeres Gebilde. Und da war nur in der Mitte ein noch eher flüssiger Kern, umgeben von etwas Luftartigen, Gasartigen und das Ganze durchdrungen von Wärme. Und diese Adam-Wesenheit lebt am Anfang
eigentlich in dem Wärmebereich, in dem äußersten Bereich. Das ist also der eigentliche Wärmebereich, obwohl er alles durchdringt, aber dort oben lebt der Adam zunächst. Und dann, wenn es in der Bibel heißt, und Jahwe Elohim blies den Adam den lebendigen Atem ein, dann ist es eben nicht jetzt der Mund-zu-Mund-Beatmung gewesen, sondern es heißt nichts anderes, als dass sich dieses Wärme-Adam-Wesen zunächst mit Luft durchdringt und jetzt ein Wärme-Luftwesen wird. Und erst mit dem Sündenfall dann kommt der Abstieg in die flüssige Sphäre, die also den Kern bildet. Und damit beginnt auch dann die Abtrennung des Mondes. Und das darf man sich auch nicht so vorstellen, dass der Mond jetzt einfach aus der Erde, so wie sie heute ist, herausfliegt, sondern dieses gemeinsame große Gebilde trennt sich halt jetzt in ein größeres Gebilde, das wird die Erde, und ein kleineres, das der Mond wird. Aber so wie ein großer Tropfen, der sich teilt in einen großen Tropfen und einen kleinen Tropfen. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, aber jetzt eben nicht die ganze Adamwesenheit geht in die Verkörperungen ein, sondern es bleibt etwas zurück von dieser Adamwesenheit. Da sind also drinnen Wärmekräfte, Luftkräfte drinnen, sind Lebenskräfte drinnen, also etwas Ätherisches, da sind seelische Kräfte drinnen, also etwas Astralisches, wie man es auch nennt. Seelisches hängt immer mit dem Astralischen zusammen, es ist ein Begriff für das Gleiche. Und es ist natürlich auch so ein Ich-Funke da, der aber im Unterschied zu denen, die verkörpert sind, nicht diese irdischen Erfahrungen gemacht hat. Und daher auch noch nicht einmal den Ansatz fast zu dieser Freiheit hat, die unten haben. Weil der Punkt ist, die Möglichkeit zur Freiheit entsteht erst da unten, dort wo wir in den Widersacherbereich kommen. Da oben gibt es das noch nicht. Du sprichst nochmal vom Uradam. Vom Uradam. Vom Uradam, aber von dem Teil, der zurückgeblieben ist in dieser Sphäre oben. Bis zum Mond, oder wie? Ja, bis zur Mondensphäre. Also das ist im äußeren Bereich sozusagen. Das könnte nicht die Parallelwelt sein. Ja, Parallelwelt ist so ein schwieriger Begriff. Ich meine, es gibt im Grunde viele Parallelwelten in dem Sinne, dass wir halt nicht alle Welten erleben, wie überhaupt heute. Wir erleben die sinnliche Welt. Und wir erleben im Grunde nicht das Ätherische, was dahinter ist, also die Lebenskräfte. Ich meine, wir sehen natürlich, eine Pflanze lebt, aber sehen wir die Lebenskräfte? Na, wir sehen die Pflanze äußerlich sinnlich und da sehen wir nur das Physische. Wir würden die Pflanze, wenn sie nicht von Stoffen erfüllt wäre, würden wir nicht sehen. Die wirkliche Pflanze ist aber in Wahrheit vor allem einmal eine ätherische Pflanze. Aber in uns spüre ich schon die Lebenskraft. In uns spüren wir sie in gewisser Weise, aber wir spüren sie zunächst auch nur auf sinnliche Weise, indem wir zum Beispiel einen Schmerzsinn haben oder den Steiner auch Lebenssinn nennt. Da muss man dazu sagen, das ist immer noch eine sinnliche Wahrnehmung. Wir haben also auch eine sinnliche Wahrnehmung unserer eigenen Lebenskräfte. Das heißt, wir spüren, ob der Organismus gut funktioniert oder ob eine Inharmonie drinnen ist. Da sind wir noch nicht einmal im nächsten übersinnlichen Bereich, nämlich im Ätherischen drinnen. Dann würden wir es ganz anders erleben. Da geht es dann nicht mehr darum, es tut uns was weh oder da spüre ich irgendwas. Das ist sinnliches Erleben. Wenn ich es übersinnlich erleben würde, dann würde ich kann es natürlich jetzt auch nur in sinnliche Begriffe übersetzen, aber dann würde ich spüren, was die Ätherkräfte überall tun, wie sie zusammenhängen mit den Ätherkräften, die draußen in der Natur sind, wie sich aber trotzdem der eigene Ätherleib bis zu einem gewissen Grad abgliedert davon, aber trotzdem in einen sehr lebendigen Austausch mit dem ist, was draußen steht. Also das würde man erleben. Wenn man es hellsichtig erlebt, wird es dann oft beschrieben halt als etwas, was in etwa die Gestalt des Menschen hat, heute zumindest, also es ist deckungsgleich und was so eine Art Pfirsichblütfarbe hat. Aber ich bitte euch ganz energisch dabei zu denken, das ist nur eine Übersetzung in ein sinnliches Bild. Man kann es seelisch, geistig erleben,
und wenn ich es jetzt schildern will, muss ich aber zu sinnlichen Begriffen greifen, weil sonst versteht mich niemand. Ich habe keine Worte dazu. Ich kann dann nur sagen im Grund. Das wäre genauso gut, wie wenn ich nichts sagen würde. Weil wir haben eben diese Ausdrücke nicht. Unsere Sprache gibt das nicht her. Ich kann vielleicht zum Beispiel in der Sprachgestaltung, in der Art, wie ich es mache, etwas von diesen Kräften hineinlegen. Dann werden sie zwar auch nicht sichtbar, aber sie werden wirksam durch die Sprache. Und dann kann vielleicht ein anderer, der es über das Medium der Sprache jetzt erlebt, in sich auch zu Bewusstsein bringen, wenn er sehr empfänglich ist dafür. Und dasselbe noch viel stärker, ist am allerstärksten mit der Eurythmie natürlich. Als Empfindung. Naja, ja, als seelische Empfindung. Warum zögere ich ein bisschen? Weil nämlich auch das, was wir als Gefühl in uns erleben, zu einem großen Teil auch noch durch sinnliche Wahrnehmungen getrübt ist. Ich meine, wir erleben zum Beispiel, wenn ich einen Seufzer mache, hängt das stark mit der Atmung zusammen. Da tut sie was. Da spüre ich die Spannungen, die da drinnen sind. Ich spüre, wenn mir eine unangenehme Sache begegnet oder ich Angst davor habe, was jetzt passieren wird, man spürt es im Magen, wie es da tut. Sind aber alles sinnliche Eindrücke. Natürlich gibt es das Gefühl als was rein Seelisches schon dahinter, aber es vermischt sich sehr stark mit dem sinnlichen Erleben und es ist nicht so einfach, das voneinander zu trennen. Und das heißt, ich darf aber nicht glauben, wenn ich das Magenweh sozusagen oder die Anspannung da in der Brust oder so oder die Erleichterung dann wieder, wenn es gut gegangen ist, das schon für das seelische Erleben nehme. Das ist das Schwierige. Das wäre die reine Empfindung. Die reine Empfindung, genau. Das geht um die reine Empfindung und da habe ich auch jetzt schon ein paar Mal erzählt, das seelische Erleben, ich spreche jetzt vom seelischen Erleben, vom reinen seelischen Erleben, das besteht aus Sympathie und Antipathie, aber Sympathie und Antipathie nicht jetzt in wieder unserem irdischen Sinn von, na das mag ich und das mag ich nicht, der ist mir sympathisch, der ist mir nicht sympathisch, sondern Sympathie heißt, ich kann und will mich mit meiner rein seelischen Umwelt verbinden. Und dieses sich verbinden führt jetzt zu bestimmten Erlebnissen, die ich nicht hätte, wenn ich mich seelisch eben nicht verbinden will, sondern mich auf mich selbst zurückziehen will. Dann kommen andere Erlebnisse, die mit mir zu tun haben. Mehr kann ich dazu im Grunde nicht sagen, da kann ich nur sagen, dort gibt es das zu erleben. Also wenn ich in der Meditation so weit komme, dass ich das Sinnliche bis in diese Atemprozesse, Magenwehprozesse oder sonst was ausschalten kann, dann kann ich zu diesem Erlebnis kommen. Und aus dem sind alle übersinnlichen Erfahrungen im Prinzip gewoben. Das, was Rudolf Steiner als Imagination schildert, ist das Erleben auf dieser Ebene. Und jedes sinnliche Bild, das dazu kommt, ist schon eine Übersetzung. Jetzt kann es natürlich sein beim hellsichtigen Erleben, vor allem bei einem Hellseher, der nicht sehr gut im modernen Sinn geschult ist, der noch mehr alte Kräfte hat, dass sich das fast automatisch in eine Art Traumbildartiges, aber von der Qualität her sinnliches Erleben übersetzt. Das heißt, er spürt eigentlich gar nicht die wirkliche Imagination, sondern er erlebt diese Übersetzung bereits, die sozusagen von selbst passiert. Das war beim alten Hellsehen in der vorchristlichen Zeit, je weiter man zurückgeht, umso stärker. Daher waren also diese alten hellsichtigen Erlebnisse sehr bunt, sehr farbig in gewisser Weise. Natürlich auch anders als unser heutiges äußeres Farberlebnis. Man muss denken nämlich, dass wir zu unserem heutigen sinnlichen Farberlebnis gekommen sind,
das ist auf dem Weg passiert, wo aus diesem alten Hellsehen diese Imaginationen langsam verdunkelt werden, sich lösen von diesen geistigen Wesenheiten oder die erlebe ich nicht mehr dadurch und jetzt als äußeres Bild erscheinen. Das ist aber eigentlich herausgestorben aus diesen alten Imaginationen. Es ist nur immer dunkler geworden und bei dem, wenn wir jetzt bei der Farbe bleiben, aus dieser Verdunklung heraus entfaltet sich das ganze Farbspektrum. Darum ist so großartig die Farbenlehre Goethes, wo er die Farben aus dem Wechselspiel von Licht und Finsternis entwickelt und schaut, wie zum Beispiel durch Verfinsterung des Weißen, also des reinen hellen Lichtes, das Gelb, das Orange, das Rot und so weiter entsteht. Oder wie umgekehrt durch Aufhellung des Finsteren, des Schwarzen, des Dunklen, eben die Violett- und Blautöne entstehen. Und wo sie im Gleichgewicht sind, in der Mitte, wo sie sich mischen, dann das Grün als Mischung von Gelb und Blau. Das gilt nämlich genauso fürs wirklich seelische, geistige, aber dort, wo es eben jetzt langsam übergeht in die sinnliche Wahrnehmung. Dort entsteht es. Also das heißt, diese Farbqualitäten entstehen genau bei dem Übergang vom rein seelischen Erleben zum sinnlichen Erleben, wo sich also das rein seelische Erleben zu verdunkeln beginnt. Da fängt an die Übersetzung jetzt in ein sinnliches Erleben. Das ist schwierig, der Gedanke, ich weiß das. Und man muss verdammt aufpassen, denn auch oft, wenn man die Schilderungen von Steiner schildert, obwohl er an vielen Orten genau auf diese Problematik hinweist, aber schildert das selber einfach so, dass man sich vorstellen kann, gut, das ist jetzt so wie ich mache die Augen zu und habe ein Traumerlebnis, aber das ist von seiner Qualität sehr sinnlich, wie das geschildert ist. Weil ich sie anders gar nicht schildern kann. Aber wenn ich nicht dazu sage, das ist nur Übersetzung, dann glaube ich, aha, wenn ich hellsichtig bin, dann sehe ich jetzt eure Aura. Ich sehe eure Aura. Jetzt plötzlich habt ihr alle irgend so einen ovalen Schein um euch, in allen möglichen Farben schillernd und beweglich darin und formend drinnen. Und ich würde euch wirklich so sehen. Dann habe ich eine Halluzination, nichts anderes. Wenn ich die Aura wirklich erlebe, dann erlebe ich sie auf dieser rein seelischen Ebene. Und wenn ich sie beschreiben soll, sage ich, okay, der hat da oben was Grünes in der Aura, unten geht es mehr ins Orange hinein und so weiter. Weil ich halt irgendwie versuche, sinnliche Begriffe zu verwenden, mit denen ich kommunizieren kann, die irgendwo dem entsprechen, weil eben Orange zum Beispiel einem bestimmten Verdunklungsgrad des seelisch-geistigen Lichtes entspricht. Und dasselbe geht aber auf andere Art mit den Klängen, mit den Tönen und so weiter. Auch dazu habe ich schon gesagt, in einem der letzten Vorträge, wir haben es ja mit dieser Zersplitterung in die Sinne zu tun. Wir haben ja gar nicht mehr dieses einheitliche, einige seelische Erleben, sondern wir erleben Farben, wir erleben Töne, wir erleben Gerüche. Und was hat der Geruch jetzt mit dem Ton zu tun? Das sind ganz unterschiedliche Wahrnehmungen zunächst. Ja, ich kann sagen, natürlich ein heller Ton, ein dunkler Ton, manche empfinden das sogar stark, den Zusammenhang, aber in Wahrheit ist es einmal getrennt, zersplittert. Im Seelischen gibt es nicht eine Einteilung in so und so viele Sinne, sondern es ist ein einheitliches Erlebnis. Und das besteht nur aus diesen Sympathieerlebnissen, verbinden, dann erlebe ich was, meine seelische Außenwelt, Antipathie, dann erlebe ich meine eigene Seelenwelt, die sich absondert in einem gewissen Grad. Und das ist schon paradox, weil ich ja gesagt habe, in der Seelenwelt sind alle miteinander und ineinander. Und trotzdem gibt es die Möglichkeit, sich zu unterscheiden. Also ist das jetzt diese Bewegung, Sympathie, sich verbinden und zurückziehen, ist auch schon wieder eine Übersetzung ins Räumliche, das es in der Seelenwelt nicht gibt. Die Räumlichkeit ist eigentlich eine Einschränkung durch uns eigentlich. Ist eine Einschränkung? Ganz genau. Ganz genau.
Es ist eine Einschränkung durch uns. Und das heißt, daher ist auch nicht gesagt, dass selbst alle Wesen, die etwas Sinnliches erleben, dass die Welt so räumlich erleben, wie wir sie erleben. Na, die meisten Tiere nämlich überhaupt nicht. Bis zu hohen Tieren hinauf nicht. In der Meditation, wenn ich wirklich mich verbinden möchte, habe ich ja Einflüsse in einer Form. Ja, ja. Und es kommt ja darauf an, wie weit ich mich öffnen und bereit bin, aber auch wirklich mich auch zurückholen kann. Was man bei einer Gruppenführung, ich habe früher schamanische Gruppenführung. Ja, da ist das schwierig, ja. Dass es da dann wichtig ist, dass derjenige dann dich auch wieder zurückholen kann. Ja, ja. Mit einem Ton, wo man das schon vorher probiert, dass man sagt, da hole ich dich zurück ja, ja. in der Weise, ja, ja. dass man sich auch einlassen kann dann. Absolut. Absolut. Und darum ist ja auch dieser Rhythmus zwischen den Sympathiekräften und den Antipathiekräften. Antipathie ist eben da nichts Böses, sondern das heißt nur, ich besinne mich wieder auf mich, ich finde wieder zu mir zurück. Das ist das Wichtige. Daher wäre es also ganz falsch, nur Sympathiekräfte, na, dann zerfließe und verliere letztendlich das Bewusstsein überhaupt. Jedenfalls das Bewusstsein für mich völlig. Aber da kann ich ja Fragen ja auch stellen eigentlich. Ja, ja. Und da kriege ich ja auch dadurch auch Botschaften, die oft unverständlich sind oder eben die mich zum Nachdenken ja, ja, bringen. absolut. Und Nachdenken in einer Weise. Ja, absolut. Gut. Also es ist sehr schwierig jetzt, die ganze Geschichte. Wir müssen aber jetzt trotzdem ein bisschen weitergehen, um zu dieser Inkarnation des Christus zu kommen. Also wir waren jetzt stehen geblieben, dass ein Teil der Adamwesenheit in der geistigen Welt oder beziehungsweise in der Mondensphäre, in dem Bereich der Mondensphäre zunächst einmal zurückgeblieben ist. Und diese zurückgebliebene, zurückgehaltene Adamwesenheit fühlte sich aber natürlich trotzdem ganz stark verbunden mit den Menschen, die unten in die Inkarnation gegangen sind und leidet mit. Wir haben das besprochen und will das nicht mehr im Detail ausführen, aber jedenfalls wollte diese zurückgebliebene Adamwesenheit den Menschen unten helfen, dass sie nicht zu stark den Widersachern verfallen. Da waren also ganz starke Sachen drinnen, wie dass die Begierde im Sinneserleben zu stark wird, sodass das Ich eigentlich zerrissen wird im Grunde und nicht zu sich selbst führt, dass sie das sogar noch steigern kann, dass sogar die Lebenskräfte von dieser Begierde erfasst werden, also dass die ganzen Verdauungs- und Stoffwechselprozesse uns hin und her werfen würden zwischen Lust und Unlust, zwischen Schmerz und Freude. Na, da kann ein Ich nicht leicht sich seiner selbst bewusst werden. Das merkt man selber, wenn man starke Schmerzen oder was hat, da jetzt einen klaren Gedanken zu fassen, ist oft sehr schwierig. Und was auch ganz wichtig ist, eben diese Harmonie jetzt im Seelischen zwischen Denken, Fühlen und Wollen herzustellen. Auch diese Zersplitterung in Denken, Fühlen und Wollen ist nämlich etwas, was durch die Inkarnation bedingt ist. Im geistigen Tun gibt es diese Teilung in Wahrheit nicht. Weil jeder Gedanke im Geistigen, wenn ich es überhaupt Gedanke nennen darf, ist Tat, ist unmittelbar Tat. Also das heißt, wenn die Gottheit die Welt schafft, ist es nicht so, ich denke einmal, man müsste sie so schaffen, schauen wir, ob das schön und harmonisch ist und dann tun wir es. Sondern indem der Gedanke gedacht wird, passiert es auch. Im Geistigen ist es so. Geistiges ist Wirklichkeit, unmittelbar. Unser Denken ist in Wahrheit zunächst einmal sehr unwirklich. Wir haben nur ein Spiegelbild. Wenn wir uns denken, es möge hier ein Apfelbaum erstehen vor mir, wird sie nichts tun, wenn ich nicht anfange an zu pflanzen. Vorher wird nichts passieren. Also auch das ist eine Zersplitterung in das Denken, das im Prinzip kraftlos ist, in das Fühlen, das uns irgendwie manchmal durchbeutelt oder manchmal erhebt, und in das Wollen, das zwar jetzt wirklich zum Tun und hineingeht und auch die äußere Welt ergreifen kann, aber in Wahrheit völlig bewusstlos ist. Das Wollen ist in Wahrheit bewusstlos. Man darf das nur nicht verwechseln mit dem Gedanken, ich will. Ja, ich will jetzt das Glas ergreifen. Ich tue es, weil ich jetzt einen Durst habe und trinke einen Schluckerl. Aber dass das funktioniert,
dass ich das Glas ergreifen kann, dass die Muskeln alle das tun, was dazu notwendig ist, dass das Schlucken funktioniert, da bin ich mit dem Bewusstsein gar nicht dabei. Wenn ich anfange, das bewusst tun zu wollen, dann werde ich wahrscheinlich da die große Lacke haben und ein paar Scherben, weil das Glas runterfällt. Also man sagt ja oft auch, ein Mensch, wenn er was gut und geschickt tut, der tut es mit schlafwandlerischer Sicherheit. Wenn ich nachdenke darüber, wenn ich beim Gehen nachdenke, mit, bitte, was muss ich tun, dass der eine Fuß vor den anderen kommt, dann liege ich sicher bald auf der Nase. Also das passiert von selber. Der Wille ist eigentlich bei uns zunächst einmal das ganz Unbewusste. Wir schlafen im Willen. Im Gefühl träumen wir, da kriegen wir schon ein bisschen was mit. Und im Denken sind wir ganz wach, aber Kraft hat es im Grund keine. Also damit kann ich außen nichts bewirken, unmittelbar. Aber die Hirnforschung hat dafür den Begriff, also fürs Denken, Ja. zum Beispiel das Glas anzufassen, präsentieren. Und das ist ja auch schon, hat eine gewisse Aussage. Es hat eine gewisse Aussage, ja, natürlich, ich meine, führt uns jetzt ein bisschen weg, aber natürlich im Gehirn spielt sich etwas ab bei dem Ganzen. Weil dass wir uns des Denkens überhaupt bewusst werden, dazu sind Gehirnvorgänge notwendig. Wir brauchen diesen Spiegel. Und das heißt, es bildet sich in gewisser Weise unser Denken, aber auch die Sinneswahrnehmung bildet sich in der Gehirntätigkeit ab. Und das heißt, daher sagen die Gehirnforscher zum Beispiel, okay, wenn ich jetzt eine Wahrnehmung habe, dann gibt es eine Repräsentation dieser Wahrnehmung im Gehirn. Also ein Bildchen oder irgend sonst was, wenn man es jetzt ein bisschen primitiv ausdrückt. Aber nur sie finden dann natürlich den Sprung zum Bewusstsein, wie da plötzlich jetzt das Bewusstsein entsteht, nicht. Weil jetzt ist die Frage, ja, das Bildchen da drinnen, und sitzt da jetzt einer drin und schaut das Bildchen da drinnen an. Es ist irgendwie komisch, anstatt dass er nach draußen schaut, schaut er jetzt im Hirnkastel das Bildchen an. Also wo ist der Betrachter? Das ist eine schwierige Frage. Und da rätseln uns herum, das ist das alte Leib-Seele-Problem. Wo ist der Übergang? Und im Grund ist dort völlig der Knopf drin. Daher haben viele gesagt, gut, bitte schmeißen wir jetzt die Seele und das alles raus, weil mit dem kommen wir eh nicht zur Rande, schauen wir uns halt die Gehirnvorgänge an. Und für die Art der Betrachtungsweise, wie es die moderne Wissenschaft macht, ist das sogar das Gesündere. Weil die jetzt irgendwas hineinspintisieren, verwirren die Sache nur dann ganz gründlich. Also, aber ich will jetzt nicht über Hirnforschung zu viel reden. Aber ich bin jetzt frech und Ja. sage, der Kleine, der da drinnen sitzt, das ist mein Ich. Ja, das ist schon nur der springende Punkt bleibt, wie nimmt das Ich jetzt plötzlich Gehirnvorgänge Dann wahr? hat man dasselbe Problem, weil wenn da ein kleines Männchen drin ist, Ja, muss ich wieder und da sitzt noch ein kleines Männchen. Muss ich wiederum Ja, nachschauen, wie ja, das da habe ich zusammenhängt. dann ein Männchen im anderen. Das Männchen braucht wieder ein Männchen, das das Männchen anschaut. Mit der Also, Theorie komme ich nicht an. zum Schluss weißt du nicht mehr, ob du der Weibel oder der Mandel bist. Ja, gut, aber kehren wir zum Christus zurück. Also jedenfalls beziehungsweise zu dieser Adam-Wesenheit, die zurückgeblieben ist. Mit der verbindet sich der Christus, um der Menschheit zu helfen. Das heißt, diese Wesenheit, diese Ur-Adam-Wesenheit, die zurückgeblieben ist, die will eigentlich der Menschheit helfen und bittet den Christus, ihm die Kraft dafür zu geben. Und nur durch diesen Akt des sich Öffnens dieses Wesens verbindet sich der Christus damit, und dadurch werden also die ärgsten Probleme einmal in der Menschheit aufgelöst. Was aber zugleich bewirkt, dass damit überhaupt erst eine Grundlage auch geschaffen wird, dass sich später mal der Christus inkarnieren kann. Weil wenn diese Missstände einmal nicht bereinigt worden wären, bis zu einem gewissen Grad zumindest, wäre das nicht möglich gewesen. Also in 3 Stufen passiert das, 3-mal passiert das. Einmal um die Sinnestätigkeit in Ordnung zu bringen, einmal um die Lebenskräfte-Tätigkeit in Ordnung zu bringen, dass die nicht so sehr von den Begierdekräften erfüllt ist, und zum Schluss die Harmonisierung von Denken, Fühlen und Wollen. Kannst du noch einmal die 3 sagen? Das ist so wichtig. Also Ja. alle Wesensglieder durch. Also man geht alle Wesensglieder durch. Also es geht um physischer Leib, hängt mit den Sinnesorganen zusammen, dass das in Ordnung gebracht wird, die Sinnestätigkeit, dass die nicht
zu stark von den Begierden erfasst wird, die der Luzifer erweckt. Das zweite ist Ätherleib, die Lebenskräfte, wo eben auch die Gefahr bestand, dass das mit zu starken Begierden verbunden ist. Und das dritte Stufe im seelisch-astralischen Bereich jetzt geht es darum, Denken, Fühlen und Wollen in eine Harmonie zu bringen. Das ist gerade diese dritte Tat zum Beispiel, ist das, was die Griechen ausdrücken mit ihrem Apollo, der die Leier spielt, der diese Harmonie erzeugt. Also das heißt im Grund hinter dem Apollo, oder Apollon, den die Griechen verehrt haben, steht letztlich dieses Ur-Adam-Wesen, das zurückgehalten war, aber jetzt langsam sich der Menschheit nähert, könnte man sagen, und zugleich vom Christus erfüllt ist. Das ist der Apollon. Das steckt dahinter, das ist der wesentliche Aspekt. Da geht es also um diese dritte Stufe jetzt, also besonders um dieses Ereignis. Also sie spüren darin die Sonnenkraft des Christus, der ihm jetzt ja auch mit diesen 3 Stufen sich der Erde nähert, das spüren sie drinnen, und sie spüren aber noch auch irgendwo dieses andere Element. Da ist etwas, was sehr eng mit dem Menschsein verbunden ist. Daher auch der Apoll als die Idealgestalt des Menschen irgendwo. Dort in den Statuen oder so. Ein wahrer Apoll, sagt man. Also das heißt, da ist etwas drinnen, was auch in den bildenden Kräften, in den Lebenskräften, in den formenden Kräften eben ganz edel ist. Und aber auch seiner Macht bewusst ist. Natürlich, auch das. Naja, und jetzt geht's letztens, in letzter Konsequenz geht es noch um ein Wesensglied, das Ich. Um das Ich. Das Ich aber eben, das sich jetzt inkarniert. Und das heißt, es kommt jetzt eine 4. Stufe, wo, naja, ich sage es jetzt einmal vorsichtig, wir haben es im letzten Vortrag schon ausführlich besprochen, aber es macht nichts, wir wiederholen, weil es so schwierig ist. Die 4. Stufe heißt jetzt, dass sich erstmals dieses zurückgehaltene Ur-Adam-Wesen als Mensch auf Erden verkörpert und eigentlich in einem 2. Schritt, dass sich der Christus auf Erden verkörpert. Das ist nämlich zunächst einmal nicht ganz das Gleiche. Das haben wir das letzte Mal auch besprochen. Das Christkind, so sagt man, das also zu Bethlehem geboren wird im Stall und so, ist in Wahrheit nicht das Christkind, sondern es ist dieser zurückgehaltene Adam. Der neue oder ein neuer Adam oder der reine Adam, könnte man auch sagen, der hier geboren wird. Nicht umsonst feiert man am 24. auch Adam und Eva. Das hat einen tiefen Sinn in Wahrheit. Also es ist diese Ur-Adam-Wesenheit, die oben geblieben ist und jetzt zur Zeitenwende ihre erste Inkarnation durchmacht. Und der Christus ist zwar in der Nähe, weil er ja diese Stufen schon mitgegangen ist, aber er ist nicht in diesem Wesen noch inkarniert. Also die Geschichte ist ein bisschen komplizierter, als man gewöhnlich denkt. Also ihr, die ja doch viele mit der Anthroposophie vertraut seid, kennt das natürlich schon, weil der Steiner ja sehr oft darüber gesprochen hat und das von vielen Aspekten aus beleuchtet hat. Aber für jemanden, der es das erste Mal hört, ist das allein schon mal sehr befremdlich oder neu jedenfalls. Also dass diese Geburt zu Bethlehem zur Zeitenwende erst einmal die Geburt eines Wesens ist, das jetzt Jesus genannt wird, das dort geboren wird und dass da aber noch nicht der Christus inkarniert ist. Also das ist schon mal eine gewaltige Tatsache. Und jetzt wird es aber noch komplizierter.
Das muss ich gleich dazu sagen, jetzt wird es noch komplizierter. Ein Problem gibt es bei dem Ganzen. Um jetzt, damit nämlich sich dieser Christus in diesem Jesus verkörpern kann. Um das geht es ja, weil es geht jetzt darum, die 4. Stufe wird wieder sein, eine Durchdringung dieses Ur-Adam-Wesens, das aber jetzt erstmals auf Erden geboren wird, mit dem Christus. So wie es vorher eben einfach in der seelischen Welt der Fall war, jetzt erstmals auf Erden. Das ist der nächste, man kann fast sagen, logische Schritt, der passiert. Nur der Punkt ist, so wie dieses Adam-Wesen jetzt unten ist, mit all den Kräften, die er sich mitgebracht hat, mit der Reinheit auch, die jetzt drinnen liegt in seinem Astralleib, in seinem Ätherleib, in seinem übersinnlich physischen Leib. Ich sage jetzt bewusst übersinnlich physischen Leib, auch über das haben wir öfter schon gesprochen. Der Leib wird sinnlich sichtbar erst dadurch, dass er mit Stoffen erfüllt wird. Dahinter liegt eigentlich eine übersinnliche physische Formgestalt, die nur durch die Einwirkung der Widersacherkräfte sich mit Stoff erfüllt hat. Und nur dadurch können wir es sinnlich sehen. Also es wäre alles anders, wenn die Widersacher nicht da wären, aber wir brauchen sie halt. Aber jedenfalls dieses sich erstmals verkörpernde Ur-Adam-Wesen, das also bis dahin zurückgehalten wurde, bringt also auch einen idealen, übersinnlich physischen Körper zurück, der aber trotzdem auch natürlich den Bedingungen unterliegt, die hier auf der Erde herrschen. Das heißt, der Körper wird trotzdem auch stofflich hier und muss aus einer Abstammungslinie hervorkommen. Etwa der Leib entsteht nicht mit Schnips, Hokuspokus, Mitternacht am 24. oder ein bisschen früher wird er in das Krippel gezaubert, sondern es geht durch eine reguläre Geburt hindurch. Wird ja auch in der Bibel so geschildert. Daher gibt es auch eine Abstammungslinie, trotz aller jungfräulichen Geburt. Ich will halt nicht darauf eingehen, was jetzt wieder mit der jungfräulichen Geburt auf uns hat, sonst verlieren wir uns ganz. Aber es muss eine Abstammungslinie geben und die wird in der Bibel ja auch geschildert. Die wird im Lukas-Evangelium ganz deutlich geschildert. Da wird also geschildert eine Wesenheit, die jetzt als Jesus geboren wird, die vom Josef abstammt. Die dauert auch 9 Monate, oder? Ja, die Geburt, ja, natürlich, die Schwangerschaft dauert auch. Auf das kommen wir auch noch. Von Josef abstammt? Naja, sicher, die Abstammungslinie, nämlich gerade im jüdischen Bereich, und wir sind ja im Grunde noch im jüdischen Bereich, aus dem heraus wächst das Ganze ja dann, wird immer die männliche Linie angegeben, also ist der Josef davor. Also irgendwas muss er damit zu tun haben, sonst hätte es nicht drinnen stehen. Also jungfräuliche Geburt heißt also zum Beispiel nicht, das ist irgendein Hokuspokus, dass die jetzt einfach von nichts aus schwanger wurde. Diese Bedeutung, es überschattete sie der Heilige Geist, ist eine ganz andere Sache. Die ist nicht im äußeren Sinn zu nehmen. Wenn ein Mensch auf Erden geboren werden soll, dann ist eine physische Zeugung notwendig. Ich meine, es gibt im Tierreich gibt so eine Erscheinung wie die Parthenogenese, die ungeschlechtliche Fortpflanzung, wo im Grunde identische Kopie des mütterlichen Wesens entsteht. Das geht auch nur in der weiblichen Linie. Also bei Tieren gibt es das im Prinzip. Aber welche Tierart? Also das ist eher bei niederen Tierarten, fragen wir jetzt nicht im Einzeller. Einzellern bei Würmern oder irgendwelchen Ding gibt es das auch. Also das ist aber alles nicht damit gemeint. Also die jungfräuliche Geburt ist was anderes. Bleibt halt wieder mal ein Fragezeichen offen. Das macht Was nichts. Geistiges kann man ja mal so Ja, machen lassen. genau, von dem kann man mal ausgehen. Aber dadurch ist es nicht die Linie von Josef dann nicht. Es ist die körperliche Abstammungslinie vom Josef. Und für die Juden, und das passiert ja im jüdischen Volk, ist das was ganz Entscheidendes. Etwas ganz Entscheidendes, nämlich deshalb, weil die große Aufgabe des jüdischen Volkes darin bestand,
diese Inkarnation zu ermöglichen und eine möglichst reine also eine reine Abstammungslinie zu schaffen, die jetzt eine stoffliche Körperlichkeit zur Verfügung stellt, die diesen Ansprüchen Genüge tut. Wo sich jetzt dieses Ur-Adam-Wesen verkörpern kann drinnen. Weil das muss zusammenkommen. Also er bringt sie von oben mit. Ein Ich-Fünkchen, einen ganz reinen Astralleib, der noch nie irgendwo von den Widersachern berührt war, einen reinen Ätherleib und einen reinen übersinnlich physischen Leib. Damit aber ein stofflich physischer Leib daraus wird, ist diese Abstammungslinie notwendig. Sonst ist eine solche Verkörperung auf Erden nicht möglich, sonst wird er als übersinnliches physisches Wesen von mir aus auf der Erde herumlaufen und könnte aber von den anderen Menschen nicht wahrgenommen werden, außer sie sind so große Hellseher, dass sie das trotzdem erkennen könnten. Und es ging aber gerade darum, jetzt in eine Inkarnation hineinzugehen, die vom Grundprinzip her aber gleicher Art ist wie die aller anderen Menschen, nur sich dadurch unterscheidet, dass es die reinst mögliche Inkarnation ist. Auch mit dieser eben Abstammungslinie. Daher ist die ganz entscheidend. Und die Abstammung von der Maria ist nicht entscheidend. Ist jedenfalls für diese Abstammungslinie, für diese körperliche Funktion nicht das Entscheidende. Für anderes sehr wohl, aber ich will mich da jetzt nicht zu weit verirren. Es ist eigentlich die Umkehrung von dem Satz, die gleiche Vollmacht des Ich soll ihm eigen sein, die ich von meinem Vater empfangen habe. Ja. Und für die Gottheit bedeutet es, genauso gleich zu werden wie jeder normale Mensch. Genau. Das ist die Umkehrung dieses Satzes eigentlich. Genau. Und es geht dann, aber das betrifft dann vor allem die Inkarnation des Christus, wo es also dann, weil es ist ja jetzt noch nicht der Christus, es ist diese Uradam-Wesenheit, die als Jesus geboren wird und die Rudolf Steiner bezeichnet sogar noch genauer als den nathanischen Jesus, weil die Abstammung geht hinauf über einen gewissen Nathan, der von Salomon, also nicht von David abstammt. Also es war ja prophezeit schon im Alten Testament, also der Messias, der kommt auf die Erde, wird abstammen aus dem Hause David. Und aus dem Hause David zweigen aber unter anderem zwei Linien ab, eine salomonische Linie und eine nathanische Linie. Die nathanische ist die priesterliche Linie, also aus dem Geschlecht gehen mehr die Priester hervor. Die salomonische Linie ist die königliche Linie, die Herrscherlinie, die aber auch die große Weisheit hat. Dieser Jesus ist also jetzt der nathanische Jesus, der hier verkörpert wird. Und dieser nathanische Jesus wird in der Abstammungslinie verfolgt hinauf bis zu Adam, und der war Gottes. Und Adam war Gottes. Also das heißt, am obersten Punkt steht der Adam, es ist also wirklich jetzt die körperliche Abstammungslinie, das heißt also, da sprechen wir von dem Punkt, von der ersten Inkarnation des Teils des Adamwesens, das heruntergestiegen ist, in Wahrheit. Nicht wahr? Weil dort gibt es dann die unten, die Abstammungslinie, die physisch-stoffliche Abstammungslinie, die gibt es erst ab der ersten irdischen Inkarnation. Also, und trotzdem aber dieser Adam, der sich da verkörpert war, der war Gottes. Darf ich da kurz was ergänzen? Ja, bitte. Es ist interessant, im Matthäus-Evangelium ist ja diese Überbau immer mit Gegonen, im Griechischen Ja. Gegonen. Also Ja. das ist richtig herunterrammeln. Aber das geht eben vom Abraham. Bei Ja. Lukas heißt es, er war Josef, er galt. Als So. der Sohn des Josef. Josef, er galt. Ja. Ich habe das Griechische nicht präsent. Ja. Dieselbe Diskretion, wie man sich ja selbst die Eltern nicht vorstellt, wenn sie Geschlechtsverkehr haben. Ja, Alles. ganz genau. Es gibt eine gewisse
Scheu oder das ist ein gewisses Tabu. Das ist richtig, ja, ja. So ist es auch wunderschön im Evangelium, auch wortwörtlich, weil der Stammbaum von Lukas, also Ja, den Lukas, Jesus ja. mit Beschreibung der Adamswesenheit, da kommt das Wort Zeugung nicht vor. Kommt nicht vor, ja. Es geht auch umgekehrt, es geht von Jesus weg hinauf, geht zu Abraham und geht aber jetzt noch 20 Stockwerke höher. Ja, ganz genau. Bis zu dem Adam und da heißt es auch, und der war Gottes, weil Gott schnackselt nicht. Ja, ja. Das ist undenkbar. Ganz das genau. Ist sozusagen, da gibt es nicht diese Zeugung. Es ist eben er galt als, es ist die Wesenhaftigkeit, die geistig übergeben wird, so ein bisschen wie, ihr müsst ungeboren werden. Ja, 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 na, das ist richtig. Also da sind wir ja beim entscheidenden Man Punkt. müsste den Text, genau den Text anschauen, aber das ist genau differenziert. Ja, ja. Das ist ganz genau beschrieben. Ja, ja, ganz genau. Ich meine, damit sind wir eh schon beim wichtigen Punkt, dass es also da jetzt eine große Unterscheidung nämlich auch gibt in der Bibel selbst, in den Evangelien. Es gibt ja noch ein zweites Evangelium, das die Geburtsgeschichte erzählt, aber man braucht sie nur lesen, ganz anders. Das Matthäus-Evangelium erzählt ganz was anderes und es beginnt damit, dass eben eine völlig andere Abstammungslinie ist, die nur bis Abraham hinauf verfolgt wird. Und diese Abstammungslinie folgt jetzt über die salomonische Linie, Also die königliche. die königliche Linie. Und dann sind ganz andere Erlebnisse. Es ist keine Rede von den Hirten, die den Jesus besuchen, sondern stattdessen kommen die heiligen drei Könige. Die Hirten sind nicht erwähnt. Es ist erwähnt der Kindermord in Bethlehem, der von Herodes anbefohlen wird. Das findet man beim Lukas wieder überhaupt nicht. Es sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten in Wahrheit. Und jetzt kommt das Große, dass das praktisch nirgends bis dorthin groß herausgestrichen wurde, sondern erst von Rudolf Steiner. Und dass er als erster deutlich sagt, ja, 2 Jesusknaben wurden zur Zeitenwende geboren. 2 Jesusknaben. Wenn man die Bibel liest, ist es in Wahrheit offensichtlich. Es ist jetzt keine große Esoterik in Wahrheit dahinter, sondern es ist ein offenbares Geheimnis. Es steht da drinnen. Man muss es nur lesen. Aber von Raphael, ich denke, Raphael ist es, der hatte schon 2 Jesusknaben gemalt. Ja, Mit der ja, Madonna. richtig. Es gibt in der bildenden Kunst gibt's ein paar Darstellungen. Also beim Raphael ist es diese Madonna Terra Nuova. Das ist so ein rundes Bild da, weil man findet ja häufig den Jesusknaben und dann den Johannes den Täufer. Zu dem sollte man nämlich eher noch kommen, das ist nämlich auch noch was ganz Wichtiges. Aber das sind 2. Aber bei dieser Madonna Terra Nuova ist ein dritter dabei. Der hat auch einen Heiligenschein und man findet da nicht viel darüber, wer das sein soll, da weiß man halt nichts darüber, aber in Wahrheit ist das der andere. In Wahrheit ist das der andere. Da müsste man jetzt sehr viel darüber erzählen. Ja, es passt im Grunde in unsere Geschichte hinein, dann werden wir es jetzt auch gleich hineinnehmen. Wer war denn dieser Raphael? Warum hat er so viele Madonnenbilder gemalt und warum kommt da bei einem sogar dieses Geheimnis der beiden Jesusknaben durch, wenn man es richtig liest, das Bild? Ja, weil er mit der ganzen Geschichte was zu tun hat. Weil er dabei war. Weil er dabei war. Es gibt doch, jetzt wenn wir wieder zum Lukas-Evangelium gehen, die Geschichte, wo die schwangere Maria ihre Freundin besucht, die mit dem zukünftigen Johannes dem Täufer schwanger ist. Und als dieser Besuch stattfindet, beginnt sich in der Schwangeren, die schon im 6. Monat schwanger ist, beginnt sich das Kind zu bewegen. Erstmals. Das ist ja ein großer Moment, wenn das Kind anfängt, sich im Mutterleib zu bewegen.
Das ist nämlich ein sehr starker Ich-Impuls, mit dem hängt es zusammen, der da kommt. Und wer ist dieser Johannes der Täufer? Und wieso steht der so in einer engen Verbindung mit diesem nathanischen Jesusknaben, jetzt können wir es schon sagen, der eben diese wunderbare Körperlichkeit hat mit dem reinen Astralleib, mit dem reinen Ätherleib, mit dem reinen übersinnlichen physischen Leib. Wer ist dieser Johannes? Wer ist dieser Johannes der Täufer? Es hängt nämlich mit dem Ich zusammen, aber mit welchem Ich? Der Jesusknabe, der nathanische Jesusknabe, der geboren wird, hat im Grunde noch kein Ich, das schon durch irdische Inkarnationen durchgegangen ist. Das heißt, und auch jetzt in dieser ersten Inkarnation ist die Berührung mit dieser Ich-Kraft noch eine ganz schwache, könnte man sagen. Das hat viele Konsequenzen. Das hat die Konsequenz, haben wir das letzte Mal besprochen, dass dieser Jesusknabe jetzt nicht gerade ausufernde intellektuelle Fähigkeiten hatte. Starke Herzenskräfte, er konnte in einer sehr eigenartigen Sprache sprechen, gleich nach der Geburt. Solche Dinge waren da, aber so im äußeren praktischen Leben wäre er eher als unterdurchschnittlich empfunden worden. Also Herzensgüte, gewaltige, aber natürlich auch keine praktische Erfahrung mit der Erde aus früheren Inkarnationen mitnehmen. Und jetzt gibt es eine sehr interessante Feststellung von Rudolf Steiner, dass diese Ich-Kraft, die im Grunde jetzt nicht hineinwirkt, oder zumindest nicht stark hineinwirkt, in diesen nathanischen Jesus, oder Steiner sagt sogar, die diesem nathanischen Jesus vorenthalten wurde. Dass diese Ich-Kraft in Johannes dem Täufer wirkt. Das ist einmal was Wichtiges. Und da sozusagen kommt jetzt das zusammen, was eigentlich innerlich zusammengehört, indem die beiden einander begegnen. Und darum ist es auch natürlich kein Zufall, dass dann, wenn der Christus hereinkommt, dass wieder der Johannes der Täufer dabei sein muss, dass der da eine ganz wesentliche Rolle spielt. Bei der Taufe ist ja das dann eine Verschmelzung? Das werden wir noch besprechen. Da kommen wir heute, hoffe ich, hin. Ich will es nicht vorgreifen jetzt, weil wir brauchen noch ein bisschen eine Vorbereitung. Also, dieser Johannes der Täufer bringt den Großteil dieser Ich-Kraft mit herunter. Und zwar auch, nein, nicht erstmalig in eine irdische Inkarnation, aber doch jetzt in dieser Inkarnation am stärksten. Er war nämlich vorher, wieder laut Rudolf Steiner, als Elias verkörpert, also als der Prophet Elias, von dem ja das Interessante ist, wenn man studiert das Leben des Elias, wie es beschrieben wird und seine Wirkung beschrieben ist, ist es sehr schwer, ihn als körperliche Person zu fassen. Er tritt zwar immer wieder irgendwo in Erscheinung, aber er scheint dann wieder woanders zu erscheinen. Er ist nämlich in Wahrheit so etwas, ja im größten Sinne könnte man sagen, ganz eng verbunden mit dem Volkswesen des jüdischen Volkes. Ich will nicht sagen, dass er die Volksseele dessen ist, aber er ist mehr in dem ganzen Volk verkörpert als in einem einzelnen Menschen. Daher kann er durch den einen Menschen sprechen und durch den anderen. Das heißt, man muss sich so einen Propheten wie Elias vorstellen, dass seine Elias-Kraft einmal durch den Ernst wirkt, dann durch dich, Florian, jetzt nur so, dass man ein konkretes Beispiel, dann durch dich, Ruben, dass da der Geist des Elias durchwirkt.
Da gibt es interessante Geschichten, da gibt es in der Bibel die Geschichte mit Nabots Weingarten. Der König Ahab will den unbedingt haben und der Naboth will ihn nicht hergeben und wird dann auch umgebracht letztlich. Das ist auch eine Person, durch die der Elias wirkt. Eine der vielen Persönlichkeiten, durch die der Elias wirkt. Der ist also nicht konkret in einer einzelnen Persönlichkeit inkarniert, sondern wirkt durch mehrere. Das war die alte Art, wie überhaupt das Ich gewirkt hat. Ursprünglich gab es jetzt dieses Adam-Ich, das beginnt sich aufzuteilen in, sagen wir mal, Stammes-Iche. Und jetzt sind da, weiß ich nicht, zum Schluss einmal 30, 40, 50 Menschen, die diesem Stamm angehören oder dieser Horde, wenn man es so nennen will, die ein gemeinsames Ich zunächst haben. Körperlich sind sie schon getrennt, dass sich die Iche verselbstständigen und dann in einer nächsten, übernächsten Inkarnation vielleicht einmal die getrennt voneinander sind, das ist nur ein weiter Weg. Also das beginnt erst. Das beginnt erst. Und das heißt, diese Elias-Wesenheit hängt sehr stark zusammen mit dieser Ich-Kraft auch, die vom Ur-Adam zurückgeblieben ist, zurückgehalten wurde. Aber die wird jetzt lustigerweise oder interessanterweise nicht an diesen sich inkarnierenden Jesus weitergeleitet, sondern an den Johannes den Täufer. Weil das ist der hat schon viele Stufen auf der Art durchgemacht. Bevor er der Elias war, hat er noch andere Inkarnationen durchgemacht. Ja. Hiram zum Beispiel, also der Tempelbaumeister Hiram, diese Dinge. Ist da noch mehr? Nicht genannt, oder? Ja, naja, es gibt interessante Inkarnationen. Es gibt den Pinhas oder Pineas. Ich meine, der Hiram passt nur bedingt im Übrigen da rein, aber es gibt also den Pineas, der in der Bibel geschildert wird. Das ist ein Sohn des Eleazar, wenn ich mich nicht täusche, und ein Enkel des Aaron. Der Aaron war der Bruder von Moses. Also das ist so am Anfang, wo das jüdische Volk auswandert aus Ägypten. Sohn des Elias. Und dieser Pineas ist bekannt, oder wahrscheinlich kennen ihn die meisten halt nicht, jedenfalls als die Israeliten zusammenkamen, auch mit anderen Völkern, war ja das größte Verbrechen im Grunde, sich mit diesen anderen Völkern sexuell, ich sage es jetzt bewusst einmal so, einzulassen. Weil dann diese reine Blutslinie zerstört wird. Da entsteht was Unreines. So hat man das empfunden. Weil sie eben die Aufgabe hatten, dieses eine Gefäß für die Verkörperung einmal dieses nathanischen Jesus zuzubereiten. Und da wird eben geschildert, wie der wirklich ein unzuchttreibendes Paar mit dem Speer durchsticht. Gleich so durch alle zwei durch. Und das wird aber als ganz wichtige und positive Tat geschildert. Man darf das jetzt auch wieder nicht so im äußeren Sinn nehmen, weil in der Bibel geht es auch nie darum, immer nur um eine rein äußere Schilderung, schon gar nicht im Alten Testament, sondern es sind sehr drastische Bilder für ein eigentlich geistiges Ereignis. Und das geistige Ereignis ist, es darf also diese Blutsvermischung nicht geben. Da geht diese Reinheit verloren. Und um diese Reinheit des jüdischen Volkes ging es eben in letzter Konsequenz auch dem Elias natürlich. Auf einer anderen Ebene dann. Also auch diese geistige Reinheit dann des israelitischen Volkes zu bewahren, dass es ja nicht verdorben wird. Das war ganz wichtig. Und der verkörpert sich eben dann wieder als Johannes der Täufer. Nur was hat das mit dem Raphael zu tun? Bleiben wir jetzt noch bei der Linie. Ich kann das jetzt erzählen, weil Rudolf Steiner gerade über diese Inkarnationslinie sehr, sehr oft gesprochen hat. Das ist die er am häufigsten bespricht. Es geht weiter, dass später dieser Johannes der Täufer wiedergeboren wird als der Maler Raphael. Also der Johannes selber ist es,
der Johannes der Täufer. Und im Übrigen, darum passt der Hiram jetzt in die Linie nicht rein, weil der hängt mit dem anderen Johannes zusammen. Das war jetzt der Knopf, der drinnen ist, also dass wir das ja korrigieren. Also es geht um Johannes den Täufer, der als Raphael wiedergeboren wird und in sehr jungen Jahren ja als Raphael stirbt, der wird ja nicht sehr alt. Und relativ bald danach wiedergeboren wird als der Dichter Novalis, also Friedrich von Hardenberg Novalis. Der auch ja so viel diese Mariengeschichten hat, also gerade die geistlichen Lieder sind ja voll, das ist das, was der Raphael malt, malt der Novalis in Worten, das ergänzt einander. Und dazu waren offensichtlich zwei Inkarnationen nötig, die aufeinander folgen, es einmal im Bild zu schildern und einmal eben durch die Sprache zu schildern. Aber das ist doch viele Jahre später noch. Ja, ist viele Jahre später. Da liegt ich sage ja, viele, ich habe ja nicht so, aber man, das ist ja nicht, das ist ja. Ja, ich meine, dazu muss man dazu sagen, dass das eigentlich ursprüngliche, man könnte sagen, kosmische Maß zwischen den Inkarnationen bei etwa 1000 Jahren liegt. Weil Sinn macht eine nächste Inkarnation nur dann, wenn ich in völlig neue irdische Verhältnisse hineinkomme. Das heißt, es muss sich die Erde geändert haben, es muss sich vor allem die Kultur geändert haben, in sehr starkem Maß, sonst macht es keinen Sinn. Es macht also keinen Sinn, immer wieder in dieselbe Umgebung sozusagen hineinzukommen, nämlich dieselbe Entwicklungsumgebung hineinzukommen. Und da macht es ja keinen Unterschied, ob ich jetzt halt dann nach Afrika oder sonst wo gehe. Allerdings heute ist das etwas anders. Es gibt also natürlich Abweichungen auch davon. Die 1000 Jahre im Übrigen hängen damit zusammen, dass man in der Regel während einer Kulturepoche, die eben 2160 Jahre dauert, zweimal geboren wird. Warum zweimal? Als Mann und als Frau, weil man damit auch schon sehr unterschiedliche Erlebnisse durchmacht, die man eben auch nur auf Erden in einer weiblichen oder männlichen Inkarnation durchmachen kann, weil im Geistigen, im Seelischen gibt es kein Mandel und kein Weibel. Die Individualität, das heißt unser wirkliches Ich, hat nichts zu tun mit männlich oder weiblich. Es gibt kein männliches Ich oder ein weibliches Ich. Im Seelischen gibt es schon gewisse Unterschiede dann, also zumindest in dem verkörpert Seelischen, da wirkt etwas hinein. Aber wirklich geschlechterspezifische Unterschiede gibt es in Wahrheit nur im physischen Leib und im Ätherleib. Und zwar so, dass wenn es ein weiblicher Ätherleib ist, dann ist der Körper männlich. Also da wird die Polarität intern ausgeglichen. Und wenn es ein weiblicher Körper ist, dann ist der Ätherleib männlich. Daher sind die Lebenskräfte der Frau stärker als die des Mannes. Nur so als Randbemerkung. Braucht man bei der Geburt auch. Bitte? Ja, eben, sonst wäre die Geburt nicht möglich und überhaupt die Schwangerschaft nicht möglich. Also ein Mann könnte das von seiner ganzen körperlichen Physiologie her, von seiner Struktur her, abgesehen, dass er die Organe nicht hat, aber er hätte auch nicht die Lebenskräfte zur Verfügung oder den Überschuss an Lebenskräften, um ein Kind hervorzubringen. Ich meine, die Männer haben mehr Durchdringung im Grunde, wenn man es jetzt direkt sagt, mit den Todeskräften, die Frau mehr mit den reichen Lebenskräften. Der Mann ist mehr angenagt von den Todeskräften. Das heißt jetzt nicht, dass er gleich sterben muss, aber es verhärtet sich sein ganzes Wesen dadurch. Ja auch früher. In der Regel ja. Da sieht man wieder, das ist diese Verbundenheit, die eine Mutter mit dem Kind hat, Genau. dass sie viel Kraft gibt eigentlich, Genau. dass die Liebe eine Kraftquelle ist. Genau. Ja, ich sehe, dass die Zeit schon wieder ziemlich fortschreitet. Ein bisschen was muss ich ja sagen, wir haben im Grund heute eine Wiederholung des letzten Vortrags mit ein bisschen Ausschmückungen drinnen. Also wir sind noch keinen Schritt weitergekommen. Wir stehen sogar noch erst bei einer Teilwiederholung und dann muss ich das letzte Zipfel wenigstens andeuten noch. Es gab also noch einen zweiten Jesus und der ist eben im
Matthäusevangelium geschildert. Dort geht die Abstammung über die salomonische Linie und führt nur hinauf bis zu Abraham, nicht eben bis zu Adam. Abraham, der auch gilt als der Erfinder der Arithmetik, als der erste Rechenkünstler irgendwo, also in der biblischen Überlieferung oder in der jüdischen Überlieferung ist das drinnen. Und das hängt damit zusammen, dass eben auch eine gewisse bestimmte Gehirnbildung da war, die bis heute drinnen wirkt, also gerade im jüdischen Volk, jetzt von der Abstammung her genommen. Es sind auffallend viele Menschen, die eine hohe intellektuelle Begabung mitbringen. Das ist sehr auffällig. Ich will nicht sagen, dass ein anderer nicht denken kann, aber gerade unter modernen Wissenschaftlern, auch Forschern, Physikern oder so, nehmen wir einen Einstein oder irgend sowas her, da kommt die jüdische Abstammung durch. Die haben da ganz besondere Fähigkeiten drinnen. Und das heißt, eines ist auch drinnen, was gerade dieser nathanische Jesus, also der Lukasknabe, nicht hatte, nämlich diesen Intellekt. Das ist offensichtlich die Linie, das hat da nicht so eine Rolle gespielt. Der andere, der salomonische, hat das ganz stark. Darum wird er auch gerade just bis Abraham hinaufgeführt, also der diese Kräfte hineinbringt. Und dieser salomonische Jesus bringt dieses Weisheitselement hinein. Und was ich auch schon das letzte Mal erzählt habe, um es jetzt nur wirklich kurz zu wiederholen, damit wir nicht wieder kräftig überziehen, dabei handelt es sich um einen hohen Eingeweihten, der bereits viele irdische Inkarnationen durchgemacht hat. Wahrscheinlich mehr als alle anderen. Der zum Beispiel der Begründer oder Impulsgeber war bereits für die urpersische Kultur, also so im 5., 6. Jahrtausend vor Christus, also noch vor der historischen Zeit des Iran und des Persertums und so weiter, also eine Zeit, die noch davor ist, wo es keine Aufzeichnungen noch gibt, aber wo er diese Kultur begründet hat. Und dann während dieser urpersischen Zeit 7 Inkarnationen durchgemacht hat, also nicht nur einmal da war, sondern mehrmals da war. Und gerade dadurch, durch diese reiche irdische Erfahrung und auch natürlich die Auseinandersetzung, der Kampf mit den Widersachern und dergleichen, eben ein reiches Wissen mitbringt, das zur Weisheit wird. Also das heißt, es wird, und ich will damit nicht sagen, dass er als Salomon dann verkörpert war, aber das ist halt auch einer, der einen ähnlichen Weg geht. Aber darum wird er zumindest jetzt inkarniert über diese salomonische Linie, also aus der kommt es. Der wird als der salomonische Jesus wiedergeboren, auch in Bethlehem, aber nicht unbedingt im Stall, davon ist jedenfalls keine Rede. Im Matthäusevangelium ist keine Rede davon, dass es ein Stall war. Es ist eher sogar anzunehmen, dass das eine wohlhabendere Familie war. Und auch das sagte ich das letzte Mal, die heiligen 3 Könige, die Magier, die in Wahrheit kommen aus dem Osten, dem Süden und dem Norden, nicht nur aus dem Morgenland. Es gibt einen einzigen Vortrag, wo das Adolf Steiner sehr genau beschreibt, dass es einer aus Afrika kommt, einer aus Asien und einer aus Europa. Und warum kommen sie? Und warum folgen sie ihrem Stern? Weil sie ihrem großen eingeweihten Zarathustra folgen. Das war nämlich dieser Begründer der urpersischen Kultur. Zarathustra, so heißt es halt bei uns, oder die Griechen nannten ihn Zoroaster, den Goldstern. Das heißt nichts anderes, also der Goldstern bezieht sich eigentlich auf die Reinheit, auf das reine Leuchten seines Astralleibes. Also das heißt, der ist in seinem Astralleib, in seinen Seelenkräften so rein, dass er ein helles geistiges Licht halt auf seine Schüler wirft. Das ist der Goldstern, da ist die Sonnenkraft, die geistige, die seelische Sonnenkraft drinnen in ihm. Und eben ein Ich, das viele Erfahrungen hat, mit dieser Kraft umzugehen. Und sie sehen voraus die Wiedergeburt ihres Meisters.
Sie folgen diesem Goldstern. Und in Wahrheit ist das der Stern von Bethlehem und nicht äußerlicher Komet. Sie können es natürlich im Horoskop lesen irgendwo, hängt auch zusammen mit einer Angabe von Rudolf Steiner, der deutlich gesagt hat, in der Regel ist es so, dass das Todeshoroskop in einer Inkarnation große Ähnlichkeit hat mit dem Geburtshoroskop in der nächsten Inkarnation. Gleich kann es nicht sein, weil sich die gleiche Konstellation niemals wiederholt, genau gleich, sondern nur ähnlich, aber da ist ein gewisser Zusammenhang. Das heißt, man kann auch eine gewisse Vorschau nehmen, zumindest wann kommt so eine Konstellation wieder, und wenn ich dann das geistige Bewusstsein dazu noch habe, dann kann man eben so wie diese Wissenden, die Weisen aus dem Morgenland eben voraussehen, wann und wo etwa ihr Meister wiedergeboren wird. Und die besuchen jetzt diesen salomonischen Jesus. Und vom Christus ist noch immer kein Red. Der Salomonische ist aber dann jetzt doch nicht in der Krippe geboren. Nein, der Nathanische ist in der Krippe Ja, geboren. und den besuchen die jetzt Den Nathanischen besuchen die Hirten. Und die heiligen drei Könige besuchen den anderen. Es wird oft durcheinander gemischt, das Bild. Bitte. Das heißt, die heiligen drei Könige, die haben ein Bewusstsein von ihrer vorherigen Inkarnation, wo sie mit dem wiedergeborenen Meister noch zusammen waren, und haben daran Erinnerung und suchen ihn jetzt in seiner neuen Inkarnation auf. Genau. Oder haben sie in ihrer jetzigen Verkörperung den alten Meister in seiner letzten Verkörperung erlebt, weil er schnell wiedergeboren wird? Nein, also ich glaube nicht, dass es so ist, dass sie ihn sozusagen in der Inkarnation, in der sie ihn jetzt wieder suchen gehen, in Bethlehem schon als physischen Menschen kennengelernt haben. Das denke ich nicht. Das Wesen und die Lehre haben sie. Und weil die Lehre der Reinkarnation hat der Zarathustra sicher gelehrt und auch an seine Schüler weitergegeben, und da das sicher seine auserwählten Schüler waren, oder zumindest in bestimmten Inkarnationen seine auserwählten Schüler waren, wir haben ja davon gesprochen, dass es andere gab, wie den Moses oder den Hermes als Begründer der ägyptischen Kultur. Also er hat einige Schüler gehabt, die bedeutend waren, aber dass die sich sicher auch, irgendwo klappert da ein Essen im Hintergrund. Ich sag's nur kurz weiter, das hatten wir schon mal. Dass die also reif genug waren und geistig genug entwickelt waren, dass sie eine gewisse Erinnerung oder Rückschau auf die frühere Inkarnation hatten und daraus die Impulse nahmen. War ja damals wahrscheinlich auch nicht so Seltenes auf jeden Fall, ja. Also heute ist das halt ein bisschen schwierig. Ja, ich möchte trotzdem, obwohl wir gar nicht ganz so weit gekommen sind wie das letzte Mal, es ist halt eine Wiederholungsstunde, soll vorkommen, es sind ja viele, die das letzte Mal gar nicht dabei waren, darum ist es auch wichtig und man kann das nicht oft genug wiederholen. Irgendwelche neuen Facetten gibt es ja immer wieder. Wir sind aber jedenfalls noch nicht dazu gekommen, was das jetzt bedeutet, dass da zwei Jesusknaben sind und wie eventuell eine Vereinigung dieser beiden stattfindet. Irgendwie müssen die zusammenkommen, weil offensichtlich bringt der eine diese Reinheit der Leibeshüllen mit, also vom physischen, vom ätherischen und vom astralischen, aber wenig Ich-Kraft, nur weil dieses Ich-Prinzip eben eher jetzt über den Johannes den Täufer läuft. Also das ist schon wieder auch so weisheitsvoll ausgeklügelt. Und vor allem selbst Johannes der Täufer ist es nicht so eine richtige Inkarnation angegangen. Ich habe euch das mit dem Elias geschildert, der eigentlich so locker verkörpert ist, könnte man sagen, indem er durch verschiedene Menschen wirkt. Man muss denken, die Menschen waren damals alle noch mehr Gruppenindividuen. Also da war auch das einzelne Ich noch nicht so stark. Und da ist es leicht jetzt für den Elias zum Beispiel durch den zu wirken und eigentlich gar nicht selber so eine richtige Inkarnation zu haben, sondern durch Menschen da unten zu wirken. Kann man sich heute wahnsinnig schwer vorstellen, aber die Lebensbedingungen des Menschen auf Erden ändern sich sehr stark.
Ja, aber wir haben jetzt noch nicht gesprochen darüber natürlich eben, wie jetzt die beiden Jesusknaben vereinigt werden, wie das zusammenkommen könnte. Aber wichtig ist, dass beim salomonischen Jesus jetzt ein Ich drinnen ist, dass das eines hohen Eingeweihten ist, der gerade sehr viele Inkarnationen durch hatte. Das ist also genau das, was dem Nathanischen fehlt. Weil diese vielen irdischen Inkarnationen und die damit verbundenen Erfahrungen und Weisheiten, die daraus gewonnen sind, die hat er nicht. Und man müsste sagen, den vollkommensten Menschen hätten wir jetzt, wenn man die zwei irgendwie vereinigen könnte. Darüber haben wir das letzte Mal schon gesprochen, aber heute will ich es nicht wiederholen. Wir werden das nächste Mal, das verspreche ich jetzt, mit dem gleich einsteigen, ohne viel Wiederholung, weil sonst haben wir die dritte Schleife durch. Dann wird es zu lange. Also ich entlasse euch jetzt wieder, vor allem die das jetzt noch nicht gehört hat, mit vielen offenen Fragen. Das macht dann aber gar nichts. Das Geheimnis, sich mit dem Geistigen zu beschäftigen, ist nicht Antworten zu kriegen, sondern für Fragen aufgeweckt zu werden. Die Antworten sind in Wahrheit das Unwichtige. Das Wichtige ist, dass in mir eine Frage auftaucht, die ich mir bis jetzt noch nie gestellt habe, weil es mir noch gar nicht aufgefallen ist. Und jetzt kann man sagen, nee, das glaube ich nicht, wieso hat der jetzt zwei Jesusknaben, das ist ja komisch, keiner sonst redet darüber. Man schaue halt einmal in die Bibel rein, mache sich sein eigenes Bild. Ist ja alles kein Dogma. Nicht, weil es der Steiner gesagt hat, muss es wahr sein. Wir müssen ihm nichts glauben, selber nachschauen. Aber einfach die Anregung zu nehmen, dass da etwas Auffälliges drinnen ist. Und ich garantiere euch, es ist auffällig. Und auffällig ist auch letztlich der Moment, wo die beiden zusammenkommen. Im 12. Lebensjahr etwa. Und sich vereinigen. Aber das fürs nächste Mal. Dort werden wir losstarten und dann endlich versuchen, dorthin zu kommen, wie kommt jetzt der Christus ins Spiel? Weil der fehlt uns jetzt immer noch. Wir haben noch immer kein Christkind eigentlich, sondern ein Jesuskind. Oder nicht nur eins, sondern sogar zwei. Also ihr seht, in der Anthroposophie ist das Bild etwas komplex, etwas schwierig, etwas anders als gewohnt. Aber man muss diese Dinge nicht glauben, man soll nur versuchen, sie zu denken und zu prüfen, auch an den Sachen, die überliefert sind, dann erkennt man vielleicht manche Dinge. Es soll freilassend sein. Also, das Wichtigste ist bei diesen geistigen Dingen kein Dogma, sondern Anstöße aufnehmen und dann selber schauen. Das ist genau das. Fragen, vielleicht anstoßen, die dann aus einem drängend werden, wo man sagt, oh, das will ich jetzt wissen, und da taucht nur eine Frage auf und noch eine und noch eine und noch eine, die sich anknüpft, dann fängt es an, interessant zu werden. Weil im Grunde geht es in der Anthroposophie darum, die eigene geistige Aktivität zu entwickeln. Und das kann euch nicht wundern nehmen, nach dem, was ich am Anfang über das Ich gesagt habe, wo sich jetzt im Grunde der ganze Schöpfungsgedanke umdreht, dass da vom Ich was ausgeht. Und das heißt, es ist ein aktiver Prozess. Und schon solche Fragen zu stellen allein ist ein schöpferischer Prozess. Gegenüber dem, was man gewohnt ist, was man alles gelernt hat, plötzlich etwas mit neuen Augen zu sehen. Auch das ist schon ein schöpferischer Prozess. Wir müssen etwas tun, um das zu sehen. Sonst sehen wir das, was ich schon immer mein Leben lang gesehen habe. Immer dasselbe. Um es mit neuen Augen zu sehen, muss ich bereits einen schöpferischen Impuls hineinbringen. Dann sehe ich etwas. Auch etwas, was eigentlich vorhanden ist. Das ist jetzt paradox. Ich brauche einen schöpferischen Impuls, um was eigentlich Vorhandenes zu erkennen. Könnte man auch viel darüber reden. Aber ich möchte es für heute gut sein lassen. Ich hoffe, es hat die anderen, die es schon gehört haben, nicht gelangweilt, sondern es war vielleicht ein bisschen eine Wiederholung. Ich danke euch jedenfalls, dass ich diese Sachen mit euch teilen darf. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir diese Dinge miteinander teilen, miteinander erleben. Jeder erlebt eine Facette davon und dass es ein Anstoß ist, mit diesen Dingen konkreter auch zu leben, als bloß aus einem, wie soll ich sagen, überlieferten Glauben heraus, sondern einfach Fragen zu stellen
und auch selber durchaus versuchen, was tue ich jetzt mit der Frage. Und das muss gar nicht dazu führen, dass ich gleich eine Antwort kriege, sondern eben, wie ich es vorhin sagte, dass vielleicht noch 5 Fragen auftauchen. Das ist der geniale Prozess. Und mit der Frage dann oder mit den Fragen vielleicht dann 10 Jahre zu leben und plötzlich geht ein Licht auf und es kommt eine wirkliche Inspiration herein. Wo ich dann wirklich erkenne, was dahinter steckt. Und dies aber dann selbst. Nicht, weil es jetzt irgendwo steht, auch nicht bei Steiner oder sonst wo, sondern wo ich sie selbst erfahre. Und das muss ja letztlich das Ziel sein. Ich meine, wir dürfen Rudolf Steiner unheimlich dankbar sein für alles das, was er gegeben hat, als Hilfeleistung, als Wegweiser, um selbst geistig tätig zu werden. Das muss das Ziel sein. Und das Ziel ist aber ein ganz, ganz dringendes, weil unsere Gegenwart unheimlich leidet daran, an einem alten, absterbenden Denken, das wir aus der griechisch-lateinischen Zeit letztlich übernommen haben. Und das unfähig ist, ich sage das ganz deutlich, in Wahrheit unfähig ist, die wesentlichen Probleme unserer Zeit zu lösen. Die unfähig ist in Wahrheit, umzugehen mit dem, was jetzt mit der ganzen Corona-Krise passiert ist. Ich mache niemandem einen Vorwurf, aber es liegt an dem Denken, dass im Grunde heute niemand, kein Experte, kein Politiker und die Leute auf der Straße schon gar nicht wissen, wie gefährlich ist der Virus wirklich, was ist wirklich im Detail passiert, weil die ganzen Zahlen sind alle im Grunde Hausnummern. Sie sind reine Hausnummern. Ich sage deswegen nicht, dass es jetzt unsinnig war, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Man hat halt jetzt die Maximum an Sicherheitsmaßnahmen gemacht, das ist vielleicht komplett überzogen, mag sein, wie auch immer, aber das entscheidende Faktum ist, niemand weiß es aus dem Verstandesbewusstsein, aus dem wissenschaftlichen Bewusstsein, das wir heute haben, mit Sicherheit zu sagen. Es geht so auseinander. Und es ist immer mehr, unsere Welt heute ist so komplex geworden, dass das alte Denken dafür nicht mehr ausreicht. Bei den einfachsten Dingen nicht mehr ausreicht. Es ist ja selbst so, selbst die einfachen elektronischen Dinge, die heute jeder in der Hand hat, es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der sie komplett durchschaut. Jedes einzelne Detail drinnen. Da arbeiten, weiß ich nicht, tausende Experten daran, die sich mit irgendeinem kleinen Detail beschäftigen. Und das Ganze weiß niemand wirklich. Auch nicht, was dann an Wirkungen in dieser oder anderen Richtung auch als Begleiterscheinung da ist. Das weiß man nicht bei den Medikamenten, die man entwickelt heute mit der Pharmatechnologie oder so. Da weiß man nur sehr deutlich, dass man nichts weiß, in Wahrheit, wenn man ehrlich ist. Also wir brauchen ein ganz anderes Denken, nämlich wirklich für das praktische Leben auch. Und dazu muss man im Grunde alles in Frage stellen, nicht um alles umzuwerfen, sondern um es zu entdecken überhaupt, in seinen tieferen Schichten zu entdecken. Frage heißt, ich entdecke in dem, was mir bislang selbstverständlich erschien, das ganz Neue. Was schon immer da war, aber für mich halt jetzt ganz neu ist. Und keiner kann mir eine Antwort geben darauf vielleicht. Das Schöne ist ja, auch der Steiner kann nicht auf alles eine Antwort geben. Weil ich garantiere euch, wenn ihr euch mit dem Werk Steiners beschäftigt und intensiv beschäftigt, wird es immer wieder auf Punkte kommen, wo ihr sagt, da habe ich aber jetzt noch eine Frage. Und da steht aber jetzt nirgendwo eine Antwort drin. Und ich kann blättern, so viel wie ich finde es auch nicht. Weil es einfach gar nicht möglich ist, alles irgendwo aufzuschreiben und alles zu sagen. Das Johannesevangelium am Ende sagt es ja deutlich, die Welt reicht nicht aus, um all die Bücher aufzunehmen, die notwendig wären, um die ganze Geschichte zu erzählen. Es geht nicht. Ich meine, selbst wenn man Tag und Nacht schreiben würde, reicht es nicht aus. Das heißt, man wird immer auf irgendwas kommen, wo man eine Frage findet, wo es keine Antwort gibt, die noch niemand gefunden hat und die jedenfalls nirgendwo verzeichnet ist. Und dort wird es interessant. Und diese Frage, die bei einem selbst auftaucht, ist in Wahrheit dann auch eine Schicksalsfrage. Die betrifft dich, weil es in deinem Schicksal drinnen liegt. Und es geht eigentlich nur darum, vielleicht einen Stups zu kriegen, dass man jetzt endlich einmal über die Frage stolpert, die mit einem selber zusammenhängt. Nämlich mit der eigenen Aufgabe. Geht es jetzt gar nicht darum, dass man selber so interessant ist. Gut,
Jetzt habe ich doch überzogen, ich habe es geschafft, doch 12 Minuten zu überziehen. Gut, ich danke für die Geduld. Wir sehen und hören einander nächsten Dienstag. Es geht weiter. Papa, meine Lieben, ich würde sagen, Schluss für heute. Gute Nacht, meine Lieben. Gute Nacht. Ciao.